Okay, ja. So, wir sind hier im Wohnzimmer und wir gucken uns live einfach mal die Wahl hier jetzt an von den Präsidenten. Und es ist super spannend, ihr werdet gleich mal sehen. Ich zeige euch hier mal, wo wir hier sind. Ihr seht hier, wir sind in einer richtigen amerikanischen Familie. Und wir gucken uns hier Daily Wire an. Und heute Abend geht es darum, wer gewinnt die US-Wahl. Ich bin super gespannt. Also, wie ihr hier so seht, haben hier so ein bisschen so eine kleine Wahlparty. Und es gibt Kuchen hier, deutschen Streuselkuchen von meiner Frau Inga. Und ihr seht hier, wir haben hier richtig spannend. Alle sind total aufgeregt, denn es geht natürlich heute Abend darum, wer gewinnt die Swing States. When they give you a prediction, you have to take a look at. There's a stat on there that tells you how much of the vote is in. Okay. So they'll say like, well, Washington D.C. is projected to win, and 1% of the vote is in. Okay. So, but they're doing that more on historical things and stuff like that. So, and then the swing states that are in question that they're showing up there in yellow, those are states. These are only the swing states? Those are, so, I mean, the truth is every state is a swing state. But what they mean when they say that is there is not a ton of educated guesses on their states that change. Sometimes they vote. But this is the actual result right now, right? The red ones are Republican states. Okay, so wie ihr seht hier, Trump ist in Führung momentan und 205 zu 117 gerade. Und ihr seht schon da unten, wer zuerst 270 Stimmen gewonnen hat, der wird derjenige sein, der das Rennen macht. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. If they're putting out election results, say in Montana, the polls are still open in Montana. People are still voting right now in Montana. But Montana reliably votes Republican. So they take a look at the very first votes that they're counting and they go, yeah, we're seeing a lot of Republican votes. Let's just go ahead and call this state. Sometimes the news gets it wrong. Very famously in the Eisenhower and Dewey race, the newspaper printed that Dewey won because they were trying to call it early by relying on historical data rather than actual votes that have been cast. Okay. So basically all of Okay, so ihr merkt gerade, also wenn man Englisch kann, ist mir hier großen Vorteil. Ich denke, ihr versteht das. Aber wir haben hier den Palmer, der uns das live kommentiert. Das ist richtig gut. Also ihr könnt jetzt dabei sein und mitbekommen, was geschieht hier gerade. Also ich werde das teilweise kommentieren, aber teilweise seht ihr einfach auch den Bildschirm, sodass ihr selber ein Gefühl kriegt. Ich denke, ich übersetze mal so ein bisschen jetzt hier die gelben, zeige ich hier mal, die gelben Staaten. Das sind die Swing States und die werden entscheiden, wer gewinnt. Also ihr seht, das meiste ist hier rot, aber wir müssen einfach im Blick behalten, links, diese ganzen Staaten auf der linken Seite, die noch grau sind, also Kalifornien und Oregon und Washington, von unten gesehen, die werden blau werden. Also da wird es bestimmt nochmal knappe 80, 70 Stimmen geben für die Demokraten. Und erinnert euch nochmal dran, wer zuerst 270 hat, der hat gewonnen. Das ist gerade die Idee. So, ich schalte mal rum jetzt hier zum Palmer. They're relying on Washington State to vote blue. So if Washington State voted red, then next election they would say, let's keep our eye on Washington State. It's a swing state. It's a swing state. We don't know how they're going to vote. So all of the ones that are in yellow are states that have changed. And they're not sure which way that state likes to vote. And what do you think about this? It's if I wouldn't know Harris and Trump, I would say Trump is like really like, and Harris is like, hey, she's a nice one. Did they do this on purpose? Well, she looks so nice, cute. Oh ja. Whatever. Okay, also die Frage ist hier, der Trump wird hier so abgebildet mit so kämpferischem Gesicht und die Kamala Harris freundlich, ne? Yeah,
Da müssen wir wissen, welches Programm. So, which TV station is it? What we're looking at? Oh, that was Fox's thing, but we can go to. Okay, so Fox has Trump as well. More of a grim face. Also Trump sieht ein bisschen aus wie so ein, ist jetzt eine Werbung. Okay, hier sehen wir jetzt nochmal. Ah ja, hier sitzt er. Now it's different. Interesting. Okay, Trump hat 207 Stimmen hier auf dem, also und hier sehen wir mal die Map. Hier seht ihr das mal, also das verstehen wir als Deutsche ja kaum. Ganz Amerika ist eigentlich rot, bis auf die Städte, die großen Städte. Und hier seht ihr mal, das ist ganz interessant. Das ist ja Popular Vote und also wie viel insgesamt? Also das heißt, der Trump hat 42 Millionen Stimmen bekommen, Kamala Harris bis jetzt 37 Millionen Stimmen. So, das ist, was wir sagen als die Gesamtzahl. Das ist, was wir in Deutschland ja haben. In Amerika gibt es ja diese Electoral College Votes, das heißt, hier gibt es Wahlmänner. Und es wird nicht direkt gewählt, sondern die Staaten entsenden dann Wahlleute, die dann entsprechend wählen. Das ist also eine gewichtete Wahl. So kann man das vielleicht mal so sagen. Man sagt ja oft als Deutsche, das ist ungerecht. Aber natürlich kann man sich vorstellen, in diesem mittleren Feld, wo alles rot ist, in der mittlere Westen, da wohnt fast keiner. Und die Spannung ist, wenn man das nicht mitzählen würde, dann hätte, sag ich mal, 90% der Amerikaner oder dieses Landes hätte keine Stimme. Und natürlich die großen Städte wie New York oder Miami oder Seattle oder Los Angeles, das sind natürlich die einwohnerstärksten Städte und die würden die komplette Wahl bestimmen. So, hier seht ihr jetzt mal der Senat. Der Senat ist schon sieht sehr aus, als wenn es in Richtung Republicans geht. Also hier sehen wir, hier ist House, also das ist House ist das das Repräsentantenhaus. Also es gibt ja in Amerika hier auch den Bundesrat und den Bundestag. So kann man es vielleicht sagen, der Bundesrat ist eher mal wie das Haus und der Senat ist eher wie der Bundestag. So, ihr seht hier nochmal, große Teile von Amerika sind rot. Selbst da, wo es eigentlich Schwerpunkt blau ist. Okay, ihr seht, die Zahlen verändern sich jetzt hier ständig. Trump bei 43 Millionen, Kamala Harris bei 37 Millionen Stimmen, Trump 5 Millionen Stimmen im Vorsprung. Wir gehen mal hier rüber zum Palmer und hören mal nochmal zu. Second branch is the court, the Supreme Court, and all of the judicial nominees. And then the third is the lawmaking branch, which is Congress. And Congress is divided into two sections. The House, which is on the bottom, the House of Representatives, and the Senate. And the way that our country works is that the House of Representatives is based on the census and how many people are in those states. So there are a lot of Congress people from New York, not many Congress or Just to make it clear, Congress is the House and Senate. And Senate, both. I'm sorry, I just screwed that up in talking about it. But the House of Representatives has, from Montana or Wyoming, you're only going to have a couple of representatives. Yeah. From California, they're going to have a lot of representatives. Texas is going to have a lot of representatives. Florida is going to have a lot of representatives. That's based on population. The Senate is not based on population at all. Each state gets 2 senators, regardless of how many people live there. So Montana has 2 votes, Washington has 2 votes, New York has 2 votes. And so what that does, our country is sort of tilted slightly towards rural populations. Mm-hmm. If you live in a city, your vote doesn't count as much as the people who live in the country. Oh. So when you look at the really big map, not of the states, but of all of the counties that make up the states, they'll show it here in just a minute, you'll see that the whole country almost is red, and there's little tiny pockets of blue. Oh. But those blue pockets are cities. Cities. And so
even though most of Washington State, if you look at it county by county, is red, there's only like 3 blue counties in Washington State. But that's King County, where Seattle is, that's Pierce County, and because so many people lived in those particular places, they can. This is the county map. All of the maps of all of the counties in the United States. Also ihr kriegt so mit, was ihr so sagt. Also ganz Amerika, im Grunde genommen ist das alles republikanisch. Es sind nur einzelne Taschen von Gebieten, die aber eben sehr stark bewohnt sind. Und insofern zählt in Amerika die Stimme eines Menschen auf dem Land gegebenenfalls etwas mehr als in der Stadt, weil sie auch mit dem Land dazu kommen. Also das ist quasi diese Idee, um so ein großes Land zu regieren, musst du auch die Landbevölkerung mitzählen, sonst werden sie komplett immer überstimmt von den Städten. Das ist der Versuch mit einem Electoral College, das zu zeigen. Hören wir weiter hier. Yeah, and all of the people who work for you. The executive, it's called the executive branch. And then the Congress. These both institutions. And then the third is the courts. Oh, I thought the courts are in the Congress because they are the lawmaker. They are independent. So Congress can actually make a law. Okay, then that law goes into effect. Or someone says, hey, we're going to start doing this. The police are going to start doing this. Once someone gets brought to court in this new law, that person can challenge that law all the way up to the Supreme Court. And the Supreme Court has the ability to say, you know what, we're reading our Constitution and precedent and that sort of thing. We don't think this rule is American. Yes. So the court just has veto power. The court has veto power over. Can I have because we don't know, I don't know anything. So, Sure. Okay, again, there's the presidency, which is the president and people who are working for him. Yep. FBI, CIA. Then there is the Congress, which is the Senate and the House, and these are people from the states. Correct. They are doing the laws. Yes. And Decide- providing the funding. Oh, and Laws the and funding. laws and funding. And then there's the court, and they Yes. are the one who say, And they say if something is unconstitutional, okay. constitutional. Correct. Oh, no, yes, that's good. I'm not worried about this in history class. Okay, also ihr kriegt so ein bisschen mit jetzt hier. Ich gehe mal ein bisschen in die Stille. Also wird hier gerade diese 3, ja, guck mal hier, da ist jemand, der will gerne hier rein, ins Bild, okay. Aber wir haben jetzt die Wahl, heute Abend geht es jetzt um den Kongress und den Senat. Und der Senat wird so aufgestellt, dass aus jeder Bundesstaat 2 Senatoren gewählt werden. Egal wie groß der ist, wie klein der ist. So, die Stadt New York hat 2 Senatoren, aber auch Montana hat 2 Senatoren. Immer gleich. Und die repräsentieren sozusagen die Staaten. Und das zweite ist der Kongress. Und der Kongress ist tatsächlich gewichtet nach der Einwohnerzahl. So hat jetzt zum Beispiel Florida eine wesentlich höhere Zahl an Abgeordneten als, sagen wir mal, Montana, obwohl Montana größer ist als Florida. So. Das ist das System. Ich glaube, das ist für uns als Deutsche immer die Herausforderung, das zu verstehen. Denn wir sind das natürlich gewohnt. Deutschland ist ja so groß, sag mal, ein bisschen größer als Florida. Bei so einem riesigen Land brauchst du eine andere Aufstellung. So, wir gucken noch mal rein hier zu den Zahlen. Okay, also wir sind hier der Senat. Das seht ihr, der Senat hat jetzt schon 48 Sitze für Republicans. Das ist gerade hier aus. Guck mal hier, was haben wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier in Spokane. Also wir sitzen hier in ganz Spokane. Dann seht ihr jetzt auch gerade. Okay, jetzt wird hier umgeschaltet. Also momentan sehen wir eine eindeutige Führung der Republicans, 144 zu 95.
Und hier bei den Stimmen, überhaupt mal, die den Präsidenten machen, hat Trump mit 207 vor Harris mit 91. Ich sage aber mal so, ihr könnt euch darauf einstellen, das heißt noch nicht allzu viel, denn es sind noch viele Staaten, die ausgezählt werden müssen und wo das Ergebnis noch nicht feststeht. Das heißt, das wird sich noch massiv ändern. Ich sehe gerade die neuen Zahlen, also 44 Millionen Stimmen für Trump, 39 Millionen Stimmen für Harris. Das zeigt schon ein Stück weit, dass Trump momentan wirklich vorne liegt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja hier, also wir sind an der Westküste, wir sind jetzt gerade in Washington State, das ist links oben, ich zeige euch hier nochmal das Bild. Wir sind hier oben, da wo es gelb ist, hier da oben, da an der Ecke, da sind wir jetzt gerade. Und das ist noch nicht ausgezählt. Und weil das Land so riesig ist, haben wir natürlich auch die Situation, dass hier im Westen, wo wir sind, noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Hier ist es gerade 7:30 Uhr abends jetzt. Und im Osten ist es schon 3 Stunden weiter, da ist es schon 10:30, da sind schon alle Stimmen ausgezählt. Insofern können wir uns vorstellen, dass hier noch einiges an Veränderungen geschieht. Und tatsächlich ist der Westen, auf jeden Fall, habe ich euch ja gesagt, tendenziell wesentlich mehr Democrat als Republican. Also die 3 großen Staaten im Westen sind eindeutig Democrat. So, wir werden sehen, was sich passiert. Oh, gucken wir mal ein bisschen zu hier. Ich halte mal so ein bisschen hier die Kamera drauf. Okay, Palmer. Thanks for taking. It's very interesting. Yeah, it's very interesting. So the Germans, well, like, it's actually a very good way to get people to understand what's going on. Yeah, huh? Yeah, you are really. So yeah. I'm just starting that. So Inga has way more. She's doing this like every second day. I don't. So all of this stuff right here, Yeah. We actually have. Okay, let's do this. I'll look at here. Yeah. Okay, so let's say, so on this map, it's calling Georgia red. It's saying that Georgia is going Yeah. Trump. Yeah. So we're going to click on Georgia, and it will actually tell us what's going on in Georgia. Okay, also wir gucken hier gerade mal Georgia als typisches Beispiel. Da sehen wir mal, wie viele Stimmen sind. So Trump is in the lead, but very short, like it's 51 to 51 to 48. 48% is a huge margin in this election. Okay, also das ist ein großer, er sagt, das ist ein großer Unterschied schon, sehr krasse Führung. Ja, wie viele Stimmen? How many votes are counted? Can you tell that? Can you Oh see yes, that? it says right here. He's got 2 million, so a total of 4,714,663 votes. So he has have more than been half. counted Yeah, in Georgia, and this is the county map of Georgia. yeah. Okay, and now they're telling us that Georgia is 88%. They've counted a total of 88% of the votes. Ah, okay. Okay, so when they put this little check mark here, they're saying, look, she's got 48%, he's got 51%. Now, if it was 49.5 to 49.5, Yeah. they would not be able to call this state. But it's at almost 90% of the votes are in, and he's leading by almost 3.5%. So they're saying That's a lot, yeah. They're saying, look, we can call this race over. Okay. This is the race has been won. But once again, you look at the county map. Ja, okay. Also ich übersetze mal hier gerade for the Germans. So, ihr seht jetzt gerade zum Beispiel Georgia als Beispiel. Das ist ja letztes Mal noch. Georgia last time went to Biden, right? Yeah. Yeah. There was this huge debate about Georgia, about the election fraud. Yes. Also, Because Biden won by like 2,000 votes. ja, so, also das letzte Mal, hier seht ihr mal den Palmer jetzt, vielen Dank, unser guter Freund. Er sagt, in der letzten Wahl ging Georgia ja nach Biden mit 2.000 Stimmen. Also wir sehen, how many votes are counted? Like 4,700,000. Almost just over 4.5 million votes are in right now. Also von 4,5 Millionen Stimmen, da hat man letztes Mal der Biden mit 2.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Das war die ganze Frage, ist hier irgendwie Election Fraud, ist hier irgendwas
ist hier irgendwas schiefgelaufen. Hier sehen wir jetzt dieses Mal Trump ganz klar in Führung, Harris klar abgeschlagen. Und ihr seht das, so wie das hier in Georgia aussieht, so sieht das überall aus. Die fast einmal 70-80% der Amerikaner. So 70 or 80% of the states are, like, if you put it, like, even in the whole United States, are red. I mean, like the percentage, like the counties, the counties, yes. ja, also diese Ja, ja, ja. Landkreise sind alle eigentlich rot und it's just the big cities are blue. Like, so, if you look at the map, like everything seems red, but still they can win. Yeah. Right. Yeah. Because you know how many people live in Atlanta? I don't know. Lots and lots and lots and lots of people live Yeah. in Atlanta. Yeah. So the other thing that I point out here is, like, see these gray counties? Yeah. These are counties. All of the counting of votes is done on a county level. Yeah. The state doesn't count votes. The federal government doesn't count votes. Counties count votes. Okay. Yeah. So there's a lot of this talk about election fraud and voting machines. What can you say about this? Also ich frage ihn gerade, was das mit den Wahlmaschinen auf sich hat. The reason that it's so imaginable, it's so possible, is because counties are the ones who create a company, create a process for counting the votes of that county. Ja. Okay, and in a super blue county, so the mayor is a Democrat, the state representatives are, and everyone is part of the Democratic Party. It's very easy to imagine that in one county that has a very large city, that people who work in the election office who are all a part of one party would be able to come up with a few extra votes. Or they know when some ballots are coming in or something, maybe from a given area that's usually Republican, a neighborhood that's Republican, inside a blue city. It's like they know that area, and so, like, maybe the ballots from that area might get lost, might get destroyed, might get whatever. And that's why when it's a really close election, Does that make sense? Yeah, they very much. say So, we want sie to sagt, recount. sie glaubt, Ja. dass Harris And then they get lawyers in to observe all of the ballots and say, make sure that it's all fair and everything. Yes. Okay? And in the last election, they were not allowed to do that. Oh. The reason they weren't allowed to do that was because of COVID. Many states changed how they count the votes. Oh, okay. So it was a big controversy. People have to come in person and show their ID and say, here's where I live and stuff like that. And they find them on the voter registrations. Great, here's your ballot. That person is there in person with a paper ballot. And they make their marks and they put it into a box. And then those boxes go to people who count the ballots. Last election, there was a lot of mail-in balloting, Yeah. early balloting, things like that that made it very difficult to have oversight in the process. Okay, I got it. And this is why, and Trump lost more than one state. Like Georgia is, I think, 16 electoral college Yeah. votes. Yeah. When it says on the road to So maybe 270, it was my Uh-huh. generation. I when it graduated says in that, 1999. that's how many electoral So college maybe it was votes that are generation or possible. the generation All of the before states that added just together. started losing See, value. it says road to 270, We and might Yeah. say this Christian particular values, site is saying that they are Christian values, 210 are but going I to think Trump. that the So that's values not in really itself, sure. like, This is just what they're saying. Okay. This is what they're saying. This is our best guess right now. Ah, okay. So that could change. It's not for sure. And if it's really close, Yes. Yeah. then the candidates have the right to say, we want you to recount that state. So if it's a state like Georgia, Yeah. it's a state like Georgia that has 16 electoral college votes, if it's a close election, hey, 16 electoral votes is the difference between winning and losing. Yeah. Yeah. And I think it was Georgia, that they said it was a matter of Okay, 2,000 so I think 2,000 that votes. drugs, Yeah. 2,000 ballots. I Yeah. think
made the election last year, and they said, we So want to I check don't know that, what and other they would not countries are let going them. through. Where Oh. That it's was why, further when and Trump was further going around from saying this election was rigged, it was I'm not sure stolen, what you would call what it. he was The saying values is of there were none of the humanity. usual checks Okay. Aha. because of COVID. Only the people. And the Ah. states felt pressure. If we don't simply say no more recounting, it is what it is, there will always, this is such an unusual election with so many new rules because of COVID, so many new things. So We I don't know. might not I don't be know able to what's declare a happened, president but for more many brokenness months. in America And and so they entitlement basically and just addiction did not and allow all him, of those no kinds of court, things. not a So I single think court that heard a leaves single case. a little bit more about to the side election where I would cases. say Harris is more Ah, So there were okay. many states, I mean, you were here with me. Ja, 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 There were ja. many states who were like, oh, okay, More Okay, wir gucken uns gerade mal an. So let's look. So this is now we have a new numbers. Like this is the popular vote, right? There was just right now the popular vote. county vote. There is the popular votes down at the bottom. Okay, so popular vote. Okay, ihr seht jetzt gerade, jetzt muss ich auch mal wieder Deutsch sprechen. I need to talk German to the guys. Wait, just a second. Ihr habt gerade gesehen, 46 Millionen zu 41 Millionen. Also hier Kamala Harris holt natürlich auf. Jetzt können wir uns so vorstellen, je weiter das nach Westen geht, desto mehr werden die Demokraten aufholen. Das wird am Ende sehr, sehr eng sein, weil natürlich der Westen stärker blue ist als der Osten. So I'm talking about the people say, so the West is typically more, likely more be red, and no, the East is more red. No, No, it's usually not. the two coasts are blue and the middle is red. Ah, okay. Usually. Okay, er sagt gerade, die beiden Küsten sind typischerweise blau. Wir sehen aber hier schon, so we only see really blue in the northeast. Right now. Yeah, right now. Yeah. Yeah, my election maps. Ja, wir haben eine Election Map. Wir schauen hier eine andere Map nochmal. Wir schauen uns das hier nochmal an, ja. This is from Election Hub. Ja. So this is just a different service making a report. They put Trump at 242 votes. Oh, das ist already. Also hier Right sieht es now. aus, dass Trump schon 242 They're Stimmen saying hat. that Trump has won Georgia. America. And that's probably we That's a saw huge deal. Yeah, and we saw that right now, like with 88% of the votes counted, And it- he's it's 3.5% ahead. Yeah, so that's pretty sure it's true. Like it's yeah, And so Yeah, could change. yeah, but it's unlikely unless we had that last year, last time. Then you have middle of the night, you're coming all these votes. Which is one of the reasons why people thought, wait, that's not right. What is that? What is this number? This is the county. This is the county and then they're map. like, oh no, Okay. this This is the United States, not by state, by counties. Okay. Which the counties don't really matter. But what that shows you is how the kid's gonna get how mad when the they take the balance gifts of away. power That makes sense. That's what for I'm someone saying. who's not from the But I'm United hoping- States, or even someone who I'm lives here but hoping isn't very That tuned will into how happen. the political But- system works, We will see. they But look Trump at is something not like the perfect either. popular So vote. Yeah. there's And no they say, perfect, wait a second, but you vote the for popular person vote you is think for can this uphold candidate, but Yeah. they didn't win. form of Right. reality. That's a typical German question because we don't have the electoral council. Okay. They say this is unfair, but I think you pointed that good out, like that. So explain that maybe. So why is it? Why does this? That's so different? The founders of America believed that people who lived in cities were not very well connected to reality. Oh, okay. They thought, the founding fathers of America thought, the people who actually live out in the elements, the people who are farmers and ranchers, the people who run sawmills and things like that, those people actually are much more connected with the way reality actually is. Okay. Yeah. If you're in a city, some person might say something like, hey, we need to make sure that our produce that there are no pesticides being used on our produce. And to Oh. someone who lives in the city, that sounds like a great idea. I'm just using this as an example. Yeah. Someone who actually grows the crops would be like, It does work. Yeah. that's a really terrible idea. Yes. Because we are using these things to keep
insects That's from my eating guess. the crop. And Yeah, yeah. Well, but I said the there's first time there's 1,000 people in the city Ja. eating the produce from one farmer. yeah. because Those 1,000 people in the city say we need to make this new law. Yep. I was like, No more You're getting pesticides. feel. And they put the farmer out of business, and it's really terrible for the country because now we don't have enough food. sie meint, So, I'm just talking about sort of an example. of Ja, what ja, ja, ja. So the founders of our country decided to tilt the system slightly towards those people who live outside of the city. Ah, They okay. have a little bit more voting power than those people who live in the cities. Okay, I understand. Okay, very good, very good. I need to, ich muss mal ein bisschen, okay, ich übersetze euch mal ein bisschen wieder. Ich denke, wenn ihr Englisch kennt, seid ihr jetzt natürlich großer Vorteil. Also wir haben gerade noch mal verstanden, warum die Amerikaner die Landbevölkerung etwas stärker gewichten, weil sie sagen, die Städter sind normalerweise nicht so gut letztendlich informiert über das, was das Land braucht, denn die leben letztendlich von dem, was die im Land produzieren, also sagen wir mal Lebensmittel im Schwerpunkt, ja, oder auch Industrie. Die Stadt konsumiert in erster Linie oder ist ein sagen wir mal, Produzent von entsprechenden digitalen Dienstleistungen und bestimmt aber, nun kann bestimmen, wenn sie, ich sag mal, wenn sie zu viel Macht haben, die Städte, bestimmen sie die Landbevölkerung und das funktioniert aber gar nicht, sondern letztendlich brauchen wir eine gewisse Kraft mehr im Land, weil das die Menschen sind, die das Land nach vorne bringen. Das ist im Grunde in Deutschland ganz genauso. Wir haben das ja momentan, wir haben eine grüne Partei oder auch eine ganze Regierung, die im Grunde genommen an den Bedürfnissen der ganzen Gesellschaft vorbei regieren durch Ideologie. Also wir haben einen Robert Habeck, der unsere Wirtschaft abwirkt, mit dem Grundgedanken, wir wollen alles grün machen, ob es klappt oder nicht. Letztendlich ist es egal. Und das ist hier gerade der Grundgedanke. Ich finde das sehr weise, mir gefällt das sehr gut. Okay, aber ich bin natürlich jetzt ja auch hier. So, mittlerweile, wir haben, ich bin wirklich so schauen wir nochmal hier auf die Zahlen. Wir sind 210. Okay. So, Palmer, what do you think is the, what is your guess now? Who's going to win? Trump's gonna win. Trump's going to win. Yeah. Oh, Okay. That's my opinion. also der Okay, wir Mann, haben- der Ehemann sagt, Trump wird gewinnen. Yeah. Also wir hören jetzt gerade, Trump wird gewinnen, denkt Palmer hier. And I'll tell you why. Okay, so here, I tell you why. Lass mal zuhören. The state to watch is Pennsylvania. Okay, yeah. Pennsylvania is the state to watch because states like Georgia, Harris could lose Georgia, but as long as she carries Pennsylvania, Yeah. she can win. Yeah. There are a bunch of other swing states that don't have as much weight as Pennsylvania. Pennsylvania has a lot of Electoral College votes. Yeah. So, and Pennsylvania is a big swing state. It's totally And what tossed is up. Pennsylvania right now? Pennsylvania right now, I have it pulled up on the map. Okay, das gucken wir mal hier. 60% of the vote is in, and Trump is sitting at about 51%, and Harris is at 42%, or 48% rather. Okay. And that's with 60% of the vote in. It's pretty good already. And that's the reason you think Trump will win. Yeah, because I mean, it's over half of the votes that are in, and he's so you got to understand that this election they've been calling, it's at 49 to 49. Like 1% is really big in this election. Yeah. 1% is really big in this election, and this has Trump up almost 3% in Pennsylvania. Ja, Okay, that's a das lot. übersetze ich euch jetzt mal kurz. Ja, wir haben mal I will gerade so die translate. Inga übersetzt auch mal, die ist ja mit dabei hier. Okay, genau. Okay, Baby, ja, Also super. das ist so, in Amerika, das habe ich jetzt auch, ich habe mehrere Sachen heute gelernt von dem Palmer, der ist übrigens, how long have you been officer in Iraq? How many Iraq. years? Iraq. I was only in Iraq for 15 months, but I was in the army for 5 years. Okay, er war 5 Jahre in der Armee und 15 Monate im Irak und war da auch Offizier und kennt sich super aus. Seine Familie war einer der ersten Europäer, die rüber nach Amerika gekommen sind. Also er ist wirklich einer der richtigen Vollblut-Amerikaner. Could you put it on? Und jetzt erkläre ich euch das mal, weil das ist interessant und ja, das müsst ihr eigentlich wissen.
Es gibt in Amerika Staaten, die immer rot sind und Staaten, die immer blau. Die ändern sich nie, okay? Das ist ungefähr so 50-50. Also blau ist demokratisch und rot ist republikanisch. Und dann gibt es sogenannte Swing States. Das sind Staaten, die mal so und mal so sind, weil sie in den letzten Jahrzehnten öfter mal gewechselt haben. Ja? Pennsylvania ist einer der berühmtesten Swing States. Also die sind mal so und mal so. Und wie ihr hier sehen könnt, da, die jetzige Zählung ist, dass Trump hat 50% und die Harris 48%. Und sie sagt, der Palmer sagt gerade, also diese Wahl ist wirklich sehr spannend. Alle sind absolut aufgeheizt. Es ist eine der spannendsten Wahlen überhaupt in der Geschichte. Jetzt sehe ich hier gerade, und dann genau. ist Pennsylvania 2% ist richtig viel, sagt er. Und Pennsylvania ist jetzt mehr Donald Trump. Wäre es schon möglich, dass Trump gewinnt? Also hier haben wir gerade auch, hier sehen wir die neuen Zahlen. Guck mal hier, Baby, die neuen Zahlen. Also 242 zu 108. Also ihr denkt immer dran, wir müssen 270 Stimmen macht den Präsidenten aus. Insofern, Trump ist jetzt hier gerade noch mal 28. He's 28 votes short of the presidency. Yeah, this On is this poll. projected. That's projected. Okay, Okay, that's projected. Okay. So look at, see this right here that says Yeah. the next polls close? Yeah. Because like, we're here in Washington State, it's not even 8 o'clock yet. Yeah. The polls don't close till 9. Yeah. So there are people in our country They're who still are voting. right now voting. Okay, got it. Okay, Yeah. and Yeah. so people are still actively, the contest isn't even, the game isn't even over yet. And then they have to count up the score after the game is over. Okay, got it. Okay. Got it. So on the East Coast, they have, the polls have been closed for almost 2 hours. Okay, and that's why it says like in Georgia, we've counted 60% of the votes. Yeah. There's no new votes coming in Georgia. Yes. It's done. They just Yeah. have to count them. It's like here in Washington and California and Oregon and parts of Montana and Idaho, people are still out there voting right now. Okay, so Yes. Okay. so what they're doing is they're trying to give you their best projection, but like as long as you see something like this Yeah. is telling you the game is still 9 hours. No, nine. This is in 9 minutes. 9 minutes. Somewhere in the country, there's going to be people saying, "Okay, it's too late. No more votes." Okay. Yeah. Okay. And they'll come up with a new counter like this Ah, with each new time zone. Okay. But, I for, will another, but translate. for another hour, Okay. polls will be over. Okay, das Okay. ist auch wieder spannend. Ja, okay. Gut, ich kann es ja miterklären, dann kannst du es Ja, auch hören. ja. Ja? Ja, guck, Also wir das hören ist mal so, jemand weil zu bei wir waren meiner die ganze Frau. Zeit, hey, warte mal, hi. Wie viel sitzt denn bei dir? Wie viel sind Machen wir dabei? weiter. Ja. 26, 26, 10 Grad. Oh, bei mir, okay. Ihr seid ja, es ist erst morgens 4:30 oder 5. Ja, genau. Naja gut, ich erkläre es euch mal. Wir lernen ja hier dazu, deswegen sind wir auch zu Palmer gegangen, damit wir das Ganze lernen. Thank you so much for teaching us. You are Ja. teaching Germany, just to say. Ich habe gesagt, er lehrt Deutschland. Ich erkläre es. Also wir waren die ganze Zeit, ihr seht das jetzt ganz rechts, das sieht alles rot aus. Ich dachte, okay, Trump wird auf jeden Fall gewinnen. Es ist viel, aber jetzt kommen 2 wichtige Sachen. Die Ostküste und unten dieser rote, also ihr seht ja, unten ist ein großer roter Fleck. Das ist ein Bible Belt, nennt sich das, Bibelgürtel. Die sind sowieso eher konservativ, ja. Florida, okay, aber mit dem DeSantis, das war klar, dass die alle Republikaner sind. So, obwohl das jetzt so aussieht, ja, die Republikaner sind jetzt vorne, muss man wissen, dass die Westküste, also alles, was jetzt links ist, oben Washington, wo wir sind, Oregon ist da drunter, Kalifornien, die 3 sind definitiv blau. Also es wird definitiv blau werden. Das heißt, die Harris kommt erstmal zu ihren Staaten nach rechts. Und da gibt es so ein paar Swing States, also Idaho ist auf jeden Fall rot, das wird auch noch kommen. Aber es ist so, dass man nicht genau sagen kann, also es sind noch alles, viele Sachen sind auch noch Vermutungen. Und da unten ist eine Zahl hier, 736. Das heißt, in 7,36 Minuten schließt ein Wahlbüro.
Und dann kommen wieder die nächsten Wahlbüros. Okay, wir ja? gehen mal so rüber. Das heißt, hier Okay, ist noch mindestens über eine So Palmer, Stunde. so as we know, the west und of the dann United ausgezählt. States, where we're staying right now, Also, this is potentially kann all sich blue. So tatsächlich noch Oregon, einiges Washington, Definitely will be. yeah, it's blue. So Ich will euch are mal there sagen, any swing states left? Like what about is that like Also, ich Montana, weiß, letztes Nevada? Jahr waren wir auch No. in Amerika. Und da waren wir Pennsylvania? auch, ich glaube, da waren Ja. wir auch bei Pommes. Wisconsin? sogar. Das sind einfach gute Freunde. Arizona? What about Und Arizona? da Can we ist see noch that? Can we ganz see genau. something about Arizona? Yeah, okay. So on this map here right now, I don't know if the screen glare is Yeah, too yeah, it's bad. good. No, yeah, I can see. Yeah. Ganz Where's Also, da war, Arizona? glaub ich, so um Okay, 2% Arizona's right here. Oh, okay. Okay, so on this particular map, Und wir when waren things noch are red, they're saying we're pretty confident that's going to go to the Republican. When they're blue, to the Democrat. And when they have lines, Yeah, they don't know. that means they don't know, but they think in this direction. Yeah. So Arizona right now is looking like it's going to be Republican. Yeah. And we can click on Arizona and we can find out more. Oh, that's This- very close. That's right. This is like what everybody thought the election would be like. Oh, you see, let me translate. So wir sind, also ihr seht jetzt gerade Arizona. Also Arizona is a swing state, right? Trump, Yes. only Trump. So, and then it's like, it's 54%, also 54% der Stimmen sind ausgezählt und ihr seht 49%, 49,7 zu 49,5. Das heißt, es ist extrem close, also sehr eng. Ob hier wirklich, wer hier gewinnt, ist noch komplett unklar. Und das macht die How many electoral votes does I don't know off Arizona. the top of my head. I think it's like 12. Also sieht Oh, it's a jetzt lot. Yeah. sehr- Yeah. Yeah. I mean, yeah, it's 12. Washington State, I think, is Wie 11. gesagt, das war letztes Jahr. Georgia's like 16. So, Okay, jetzt gucken wir it's about mal. New Mexico. Can we look at New Mexico on your map here? Yeah, sure. But I just Yeah, wanted to yeah. point out Yeah. this, more than half of the votes are in, Yeah. and you're at 49.7 for Trump, 49.5 for Kamala Harris. This is what everybody thought the whole country would look like. Every swing state would look like this. Ah, okay. And so but it doesn't. Arizona's a true toss-up. Yeah. Trump's winning by 0.2 of a percentage point. Yeah. 0.2 Where did he win? in No, Arizona. he's looking like. Oh. In Arizona, we're looking at Arizona right now. Is And- Arizona over? Is it close? Or No. is No, it their still polls up? are still open. They're on the same time as we are. So, Okay, jetzt sind wir gerade dran. Bei Arizona ist auch so ein Aha. ganz kritischer Okay, Swing so New State. Mexico Der is hat a eigentlich loser. letztes So Jahr. even alles here they say, ausgemacht, hier seht ihr mal die anderen Dass er Polls, sagt, da ist da wäre Arizona, jetzt, ist gerade wieder weg, Trump 50-50. etwas Also vorne. they don't even close it. Also die haben das noch nicht mal gesagt. Also Arizona ist noch ganz offen. Arizona kann beides werden, ja. It could be both, yeah. could be both. Yeah. But so if you look at a place like Pennsylvania, Yeah. which is, I think, let's call it the indicator state. Okay. Okay, because Pennsylvania has a lot of electoral college votes. Mm-hmm. Let's look at Pennsylvania one more time with an updated. Wow. Okay, so It's still- Trump has gone up actually since we last checked. So Pennsylvania. Now they have Also Pennsylvania hat 65% of the Trump vote, wieder zugenommen. Instead of also er 60%, meinte, Trump rennt and gerade instead of vorne. it being 50.2 to 48.3, Yeah. it's now 50.7. yes. So- So the more votes they're counting, the more Trump is winning in Pennsylvania. Okay, Yeah, and es that's- ist that's- He's not. This is Pennsylvania, not 49 to 49. He's je up mehr sie almost. Yeah. Almost desto 3 mehr Unbeatable, ist like Trump almost unbeatable. nach In normal times would be Also Trump And over. Normal jetzt times, definitiv nach in vorne. normal times we would be like, Es ist sehr, hey, sehr spannend. this is pretty close. But this year, Uh-huh. the election has been so close in all of the polling, all of the everything, in every indicator available, it's been 49 to 49 Yeah, okay. or Yeah. 51 to 49 or whatever. Yeah. So close, in fact, that some people believe that the people who are taking the polls of the nation are not actually really polling. Yeah, okay. That they're making it up, that they're just saying it's too close to call Yeah. because actually nobody knows. And when you come up with a poll and then it turns out you're wrong, Mm-hmm. people value your advice much less. Yeah, of course. So people are saying that maybe this year Trump is actually
always been in the lead. But the people who are taking the measurements are not taking them accurately because they want to say it's a toss-up so that no matter who wins, their advice will still be valid. Okay. Okay. Also I need to translate this. So, also ihr seht jetzt gerade, ich lerne ganz viel. Also hier geht es nochmal um das Ganze, überhaupt dieses Vorhersagewesen, wo wir lernen, dass natürlich die ganzen Pollster, die jetzt sagen, wer wird gewinnen, natürlich versuchen, ihren Ruf zu retten, weil sie sich jetzt in der Vergangenheit mehrfach so stark geirrt haben, dass sie letztendlich ganz viel abgestraft wurden. Und jetzt sagt man, oh, das Rennen war in den letzten Wochen, wurde ja gesagt, es ist einfach so eng, keiner kann sagen, wer gewinnt. Und der Gedanke war, dass man sagt, naja, wenn wir nichts sagen als Meinungsforschungsinstitut, dann können wir auch nicht falsch liegen, obwohl vielleicht, sag ich mal, einer der Kandidaten schon lange vorne gelegen hat, aber man möchte diese Schmach nicht haben, sich geirrt zu haben. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Und wir haben gesprochen über die Swing States und wir merken, es kommt down. Tut mir leid, ich bin natürlich jetzt hier mit dem Englisch, German immer hin und her. Also Pennsylvania ist eigentlich so ein Indicator, so ein Staat, der zeigt, wo es lang geht. Also Pennsylvania, wir haben uns jetzt genauer angeschaut, das sieht aus, als wenn Trump das gewinnt, ein ganz wichtiger Staat, den er gewinnen muss, um Präsident zu werden und Harris auch gewinnen müsste. Und ich zeige euch hier gerade nochmal jetzt hier die Karte, wo wir gerade sind. Also wir haben jetzt hier, nach einer Weile sehen wir hier, guck mal, es sieht sehr rot aus, das heißt, rot steht hier für Trump. Und wenn wir die ausgezählten Bezirke sehen, dann sehen wir jetzt hier Trump 52%, Kamala Harris 46%. Aber wir sehen hier auch, ihr seht, das sind noch keine definitiven Ergebnisse, das sind Hochrechnungen. Und wir sehen hier links im Westen, wo wir hier sind hier oben in Washington, da ist noch nicht ausgezählt, weil natürlich hier die Zeitzone noch nicht zu Ende ist. Also jetzt in Washington wählt man doch gerade. So, das heißt, das wird jetzt noch mindestens eine Stunde dauern, bis wir erste Ergebnisse haben. Wir bleiben also ein bisschen dran. Aber weil das Haus wie heißt das Haus nochmal? Also Representative? House of Representatives? Ja, auf Deutsch. Ja, das gibt es nicht. Repräsentantenhaus, ne? Ja, Repräsentantenhaus. Kongress. Ja, Kongress. Ja. Okay. Kongress und Senat gibt es. Okay. Also, Sorry, we der Kongress oder We'll diese, watch some propaganda. was bei uns dann Propaganda, okay. in Berlin Propaganda is really halt fun. das Regierungspräsidium ist. Ja? Okay, very good. Das würde viel mehr ausmachen. Okay, Deswegen würde okay. sie sagen, deswegen ist es nicht ganz so wichtig, welcher Präsident wird, weil der Kongress, der ist halt sehr gespalten, sagt sie. Und momentan ist es so, dass die Demokraten und die Republikaner, die früher noch mal vor 20 Jahren... Ihr seht, wir sind hier wirklich in einer tollen, richtigen amerikanischen Familie. Ja, die können nicht mehr, wenn einer sagt, nein, okay, jetzt schauen wir uns mal das ist, als wenn AfD NBC und an. SPD Das ist, NBC ist left wing. It's propaganda. NBC sagt ja, das ist Propaganda, der Propagandakanal. Und mal gucken, wie die das so zeigen hier. Oh, aber, so, das ist jetzt ein sehr linkslastiger Kanal, also die tendenziell wahrscheinlich für Kamala Harris sind. Und insofern schauen wir mal da an, wie das da gehandhabt wird. Ihr seht schon, in dem konversativen Kanal hatte Trump schon 245, hier ist er erst bei 210. Bei Kamala Harris aber gleich bei beiden mit 91. Ja. Jetzt gucken wir mal. Oh, jetzt haben wir gleich ein neues Update hier. Zack. They Warten might wir be mal. going to commercial break. We'll see. So they have Trump. They just had Trump at 210. Yeah, not at 245. Then we have the other. Yeah. Yeah. See how they're saying NBC News projects. Ja. Okay, for the election poll closings, we have a couple of off-color races, Oregon and Wisconsin. We just caught California. Now let's go to our battlegrounds, Pennsylvania.
too close to call at 11 o'clock Eastern, 8 o'clock. That's not too close to call. Same story. 67% in. Yeah. This hour, with about a third of the vote counted there. In Wisconsin, it is too close to call. You knew it would be a tight election. Polls all show that it is certainly being borne out tonight. 60% of the vote in there. In Georgia, it is too close to call. Was jetzt mehr und mehr dazukommen, da es jetzt auf morgens ist. Und jetzt schauen wir uns nochmal an. You have need of correct? North Carolina, Arizona. Oh, Arizona is really close. Wow. Also Arizona ist 0,1% Trump mehr. And give some credit to Arizona, already 50% of the vote is in. I mean, they're doing their job there, so congrats to them. Arizona hat 50% aller Stimmen schon drin. Oh, Harris ist vorne. Can I just see you touch the net? Biden won it in 2020 tonight with 50% Okay, in. go Trump. Kamala Harris is on top right Right. now. Phoenix, one of the largest city in the country, one of the fastest areas in the country. Something else interesting about Arizona is that people downstairs, people from all over Arizona moving into this area have Mesa, Tempe, Scottsdale, a lot of growth there. We're going to go to this other county here, Pima County, Savannah, Columbus County, maybe not. 50% of it is in. This is Tucson, this is the Einer hat sich einen Zeh gebrochen. Wer? Eine Riesenfamilie übrigens. Der Palmer hat 23, 22 Geschwister. Oh. Okay. So that changed now. Like, so your map is now like we had Flagstaff, like okay, and there was Trump in the lead. Now they say Harris in the lead for Arizona. Yeah. Mm-hmm. Yeah, that but changed. again, the polls are still, they're at 35% of the vote count. Ah, okay. So that's garbage. Die Yeah. machen jetzt Like those verschiedene. numbers don't really mean anything. Jeder Staat okay. hat noch Here mal in so Pennsylvania, remember we're watching Und da gibt's natürlich Pennsylvania. auf dem Yeah, Land, yeah. die sind erst Even though it seems like Trump could und probably in der win Stadt sind without mehr für Pennsylvania, Harris. Aber but if he insgesamt gets Arizona Pennsylvania, hat die, Harris is toast. There's no way she can win without How Pennsylvania. many electoral votes does I think it's like Pennsylvania? 19. Okay, but it's not still that. Okay, but we have Montana coming in with 11, I think, or Yeah, so but much. all of those are like unless some crazy thing happens, all Okay. of those things are like Pennsylvania is the state. There, of course, could be like a huge upset, yeah. but Pennsylvania, the last time we looked at it, it was 66% in. Now they're at 69, almost at 70%, Yeah. and Trump is it's 48.1 to 51. Yeah. So that's a full 3-point lead. That lead is not changing. We've been watching it since it was at 50%, and now Yeah. it's at 69. almost 70%. Yeah. And Yeah. his lead is not shrinking. His Yeah. lead would need to start shrinking by quite a lot. I Yeah. think Trump is going to take Pennsylvania. I feel confident in saying that right now, barring some craziness. It Yeah. looks like Yeah. Trump's taking Pennsylvania. If he Also, wins Pennsylvania, Palmer meint- the election's over. Oh, okay. There would have to be a huge Pennsylvania upset. gewinnt, ist Okay, die okay. Wahl vorbei. Dann hat Trump gewonnen. Wie spannend ist denn sowas? Jetzt bin ich mal Wow. gespannt, vor allem, weil ihr ja das Video danach schaut und dann Also- sehen könnt, wer gewonnen hat. Wir wissen Ihr es noch seht nicht. jetzt Also ihr könnt gerade, sozusagen, ihr wir haben schaut gesprochen, jetzt also schon in der Pennsylvania Zukunft. weiter ist der entscheidende Staat scheinbar hier. Und Trump ist hier immer noch vorne, knappe 3% mit 70% der Stimmen ausgezählt. Das ist natürlich erstaunlich. Also hier Harris hinten dran. Und ich denke mal, hier unser Gastgeber ist der Meinung auf jeden Fall, wenn Pennsylvania an Trump geht, dann ist die Wahl gewonnen. Und das werden wir relativ bald wissen. Also ich denke, das dauert noch vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann werden wir eigentlich sehr deutlich wissen, wie diese Wahl ausgehen wird. Palmer, Ja, so you wir are haben. sure if Pennsylvania is with Yeah. Trump? In fact, actually, the truth is, it looks like Donald Trump might be able to lose Pennsylvania and still win, because it looks like he's carrying. Like, if Georgia was too close to call,
but Georgia has 91% of the vote in. 91. But they still like NBC, so this is what like NBC sagt, it's too close to call, but 91% votes in. 91% of the vote is in. And they say it's too close to And call. Trump Right. has 51, she has 48. Yeah, so that's It's- election it's interference. done. That's It's kind of a, yeah. It- So dann sieht man mal, wir sagen, das ist wie die Medien natürlich das versuchen noch glatt zu ziehen. Das ist how the media is trying to Yeah. do something, right? So, Die sagen ja, so Kamala Harris gewinnt. yeah, they all hope that Kamala Harris is don't, winning. They don't want all of the people who believe the propaganda. It's like if you're gonna fall on your face, it's their job to make sure you fall slowly. Yeah. That's what they're doing. Also sagt, wenn man auf sein Gesicht fällt, ist es die Aufgabe der Mainstream-Medien zu sagen oder aufzupassen, dass du ganz langsam fällst. Deswegen sagen die alle, Harris gewinnt. Palmer meint, Trump es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump gewinnt, weil Pennsylvania Trump gewonnen hat. Ganz simpel. So like Georgia and North Carolina, Harris was both of those states. So of the swing states, we're looking at all of the swing states. Georgia and North Carolina, they were saying is like these are swing states, and Harris can maybe lose one of them, but pick up the other. But like, as long as she gets Pennsylvania, she's going to win. Yeah. Okay, and then Trump as well. Maybe he picks up Georgia, maybe he picks up North Carolina, but as long as he gets Pennsylvania to win, that he can do it. Right now, Trump has already basically won both North Carolina And Georgia. North Yeah. Carolina Schauen wir nochmal an hier. has 87% of the Jetzt sind vote wir- in, and he's up by 3%. Okay, also wir sehen hier gerade, also North Carolina ist ein weiterer Swing State und hier sind jetzt gerade 87% ausgezählt schon und Trump führt hier mit 3%, also das ist sehr, sehr klar. Also das heißt, beide Swing States, also so both states like Georgia and North Carolina are already basically for Trump, actually even Almost for sure. almost for sure. Okay, so Unless a huge shipment of Harris votes come in, yeah, that's what we had, right? that but right now, but last election it was like Biden won those states by a couple thousand votes. Yeah, Okay, so when you're talking about 4 million, 5 million people, and he's up by 3%, this is not a couple thousand. yeah, So this is why the elections, like a lot of people say, like, well, if the elections are rigged, see, they can only, because they are counted by county. Spokane County has its own election office. Pierce County has its own election office. All of them do their own job and just report those numbers. yeah. So, because the American system is so fragmented and spread out, it's very difficult to do widespread cheating. Right, You okay. can do cheating, but only in small places here and there where you have all of the people on your Yeah. team and they all have to work together. And even then, they can Wunderschön. only cheat Richtig so amerikanische much. Familie. Yeah, So can they swing the election by 1%? Probably they can. yeah. In a swing state like Georgia, where they have a city like Atlanta, where they have many people living there, and it's totally owned by the Democrats, could they in those counties come up with a few, 10,000 votes or something like that? Yeah, probably. But through the entire state, could they swing an election where Donald Trump is winning by 3 percentage points? Okay, so like, if you say it's like 5 million, it's going to be 150,000 votes. So that's a lot. That's a lot of Yeah. votes. Also, Übersetz mal alles, was er gesagt hat. okay, also so I need to translate. So wir gucken jetzt gerade mal auch, wie kann hier Wahlbetrug stattfinden. Und der Paul hat nochmal erklärt hier gerade, in Amerika zählt jedes County, also jeder von diesen kleinen Bereichen ihre eigenen Stimmen aus, lokal. Und das reporten sie dann an das Nationale Wahlkomitee. Insofern ist die Chance hier, dass man die Wahl manipuliert,
gar nicht so groß, denn jedes County zählt eigenständig aus. Interessant. Also einfach nur, wenn im Grunde genommen, er hat jetzt als Beispiel gerade genannt, in Georgia, Atlanta ist extrem liberal. Das heißt, da könnte es sein, dass wirklich die gesamte Wahlbelegschaft, sozusagen die Leute, die dort arbeiten, dass sie alle Kamala Harris favorisieren. Und wenn die sich alle zusammentun, dann könnten sie natürlich die Wahl ein Stück weit beeinflussen, weil sie meinetwegen ihren eigenen Bezirk, die sagen, hey, wir alle machen das jetzt anders, wir zählen anders aus und wir schaffen ein paar 10.000 Stimmen. Dann könnte man, sage ich mal, 10.000 Stimmen dazu holen. Aber wir haben gerade festgestellt, momentan führt Trump hier in diesem Staat 150.000 Stimmen. Also das ist kaum möglich, in solchem großen Maße Wahlbetrug zu machen. Das ist Und er hat halt auch gerade gesagt, North Carolina and Georgia, right? North Carolina is Also, a swing state. yeah. Georgia's a swing state. Pennsylvania's Okay. a swing state. And in all three- Wisconsin's a swing state. And in all 4 he's winning. All four, he's winning. All four. Okay, also also Palmer ist anscheinend sehr überzeugt, dass Trump jetzt gewinnt, weil er sagt, North Carolina, Pennsylvania, Georgia Wisconsin. und Wisconsin sind alles 4 Swing States. In allen 4 führt der Trump. Ich finde das jetzt mal ganz interessant, weil auch das ist ja neu für Deutschland. Und zwar, dass hier immer die Staaten, also nicht jeder Einzelne zählt, sondern die Staaten zählen. Ne? Ja, ja, genau. Das ist also, wenn jetzt zum Beispiel North Carolina gewinnt, ist das ganz egal, um wie viel die gewinnen. Die zählen einfach, die haben einen bestimmten Punktzahl, die sie dann abgeben. Genau, das ist auch noch ein bisschen anders. Also es ist immer, deswegen ist es so wichtig, deswegen gibt es da diese Farben hier. Wisconsin, ja. Ja, hier, ich zeige es da nochmal. Weil dann sieht man, ist egal, they're wie, going by um wie viel die das da gewonnen haben. Aber dieser Staat, da hat Trump ja, gewonnen. ja. vote is in, so a lot of that vote is still out. It's probably going to be a little bit later, so we can call Milwaukee by itself. Biden was at 69. She's down about 2 to 3 points. Again, this would be concerning for Democrats. But look, there's still a lot of vote out in Milwaukee. Door County, if you've been following the presidential race and all that. It's red, isn't it? What he's saying is that there's a couple of cities Ja, which are, in Wisconsin ja, where Kamala Harris, where Joe Biden won by like 66%, ja, she's winning by like 60%. ja. So like why that's a huge deal is because the Democrats need to win those cities like 100%, Ja, 90%. If you're only winning half of the people in the city Yeah. and you're a Democrat, that means you're done. ja. If half Okay. of the people in the city are winning are voting for Trump, Wisconsin, so let's see what he says about Du the übersetzt state das as mal a auf whole Deutsch. rather than the county map. 92% Which in. Biden was at I can tell you 53, she's because 55, I should say. She's we have slightly the So, wir sind jetzt gerade bei Wisconsin. Ihr seht das gerade. Und das verwirrt immer, wenn man die Zahlen sieht. Also, der zeigt natürlich immer hier, das statewide. So, wir sehen hier statewide, das ist die Zahl. 52%, also 50,2% liegt Trump vorne und 48% Harris. Ja, 60% in, he's winning by 2 percentage points. ja, ja. That's like that is close, but not nearly like if right now they've lost a couple of the cities in Wisconsin, that's looking very, very bad for the Democrats. So, Wisconsin is typically a swing state? It's Or? a swing state. Okay, And so Kamala Harris needs to be winning at least some of these. ja, ja. She's winning right now, she's winning none of them. None, ja. Zero. Ah, okay. Okay, so Ohio. They might take I think they might consider Oh, die haben gerade hier einen Senatsplatz noch. Also wir sehen hier gerade der Erklär mal, was Senate. der Senat ist, bitte. Ich habe das schon bei meinem Kanal hier erklärt. Also der Senat. they might consider Michigan a swing state. Moment, ja. She's winning Michigan right now by about 3 percentage points, but they only have 34% of the vote in. Also So she Michigan could hat sie win vielleicht that gewonnen. state. That would Yeah. be one. Aha. That she's got an early small lead over Donald Trump, but he is literally Ja. winning all of the swing states. Also es sieht so aus, als wenn, ich übersetze gerade mal hier, so dass Donald Trump gerade wahrscheinlich alle Swing States bis auf, except what was the one state that Kamala Harris? Michigan.
Also außer Michigan, das sieht aus, als könnte Kamala Harris gewinnen. Aber wir haben auch gerade hier ein Update gesehen vom Senat. Da sind die Republicans dabei, auch wahrscheinlich die Senatsmehrheit auszubauen. So the Senate, the Republicans are leading the Senate right now, even now, right? They have the majority in the Senate, so they will have one more seat. So they have a majority probably in the Senate, right? So right now, both the House and the Senate, we have the Republic. It's basically a tie right now before this election. Yeah. It's been very problematic for the Republicans. But right now, if NBC propaganda news is saying that right now they're projecting 49 seats right now belong to the Republicans and 39 to the Democrats, that's a terrible loss right now for the Democrats. Yeah. That means the Republicans are most likely going to win. The question is going to be by how much. Yeah. Yeah. If they win only a couple of seats, that's like a marginal victory. If they have like a 4-seat majority or a 5-seat majority or a 10-seat majority, that's gonna be. Kannst du nochmal den Senat erklären, kurz mal auf Deutsch? Yeah. Can you maybe Palmer? Can you help us like understand what's the Senate? What I mean, you understand it has these 2 senators by state, but what is the difference between the House of Representatives and the Senate? Okay. Lass uns das mal anhören. Also Palmer erklärt gerade, was der Unterschied zwischen den beiden Institutionen ist. The House of Representatives is like the Electoral College. Ja. In that, the seats are awarded based on population. So there are many representatives from California and New York, and very, very few from North Dakota. North Dakota doesn't have many people there. It's based on the population. Yeah. So the House of Representatives initiates all of Wir werden gleich übersetzen. laws and the funding. Okay, so Congress, which is those 2 put together, Congress is the House of Representatives and the Senate together. Okay. Makes up Congress. The House is the House of Representatives is the place where all of the things start. The Senate cannot start anything. Okay, yeah. Okay, so if a new law is going to be enacted or new funding is going to be given, someone in the House has to present it before and then they have to argue about it, and then the House takes a vote. Okay, yeah. Okay, so if the House votes for a thing and it gets approved, then it goes to the Senate. Yeah. The Senate is not based on population. It's based on states. Every state has 2 senators. There's 2 from Washington. There's 2 from California. There's 2 from New York. There's 2 from Rhode Island. There's 2 from North Dakota. Okay. Everybody gets 2. So in that place, the popular vote means absolutely nothing. Yes. You see Okay. what I'm saying? Yeah. So North Dakota doesn't have very many people, but they have 2 senators. So California has lots and lots of people, but they only have 2 senators. okay. So meaning, wir schauen hier gerade mal auf die Zahlen gerade aktuell. Wir sehen hier, Trump baut seine Führung in Pennsylvania aus. Arizona ist er weiter 0,1% in Führung. Michigan, wie schon gesagt, Kamala Harris vorne. Wisconsin, ganz klar Donald Trump. Und Paul hat gerade eben erklärt nochmal, also so the Senate is more like it keeps the checks and balances. The Senate is kind of the check side that they don't get crazy. And all the Senate does is says yes or no. Yeah, okay. That's all they do. The House has to produce a thing first, Yeah. and they have to approve it. Then it goes to the Senate, and the Senate just says yes Oh or no, okay. That's all they do. But even if they say no, the House can make a new law, like change the law and then give it back to the Senate, say, okay, and then finally they might approve it. Occasionally, the Senate will do something like, "Hey, if you changed it this way, Yeah, we we would probably say yes." Yeah, okay. Or something like that. Okay, good. So that's how Congress works.
Those two things. Two things. Okay. Jetzt erklär jetzt mal alles auch mit dem, ich habe es ja auch verstanden, aber es ist immer, Willst du mal? Nee, mach du ruhig, Okay. ja. Also, wir haben gerade nochmal den Unterschied zwischen Senat und Kongress. Also, das ist im Grunde genommen, wir haben hier in Deutschland auch den Bundestag und den Bundesrat. Ja? Und beide zusammen, hier in Amerika, sind der Congress. Das sind beide Häuser zusammen. So, das heißt, wenn es um Gesetze geht oder wenn es um Budgetfragen, um Gelder geht, dann muss das House of Representatives das schlägt vor, das bringt Gesetze ein, das wäre das Pendant zu unserem Bundestag. Und der Senat, auch wenn das für uns Deutsche vielleicht irgendwie wichtiger klingt, ist im Grunde genommen eher, wenn wir es irgendwie vergleichen wollen mit dem Bundesrat. Die können kein eigenes Gesetz einbringen, die können sagen, wenn der Kongress ein Gesetz vorschlägt, können sie sagen ja oder nein. Sie können das annehmen oder ablehnen, aber sie können keine eigenen Gesetze einbringen und auch keine eigenen Budgetsachen aufstellen, sondern nur, sie sind quasi eine Kontrollinstanz für das House of Representatives. Okay, very interesting. Sehr, sehr interessant. Again, thank you so much, Palmer. I have a question. The last time, it was like at the beginning, Trump was the winner, and after a couple of days, Biden. How did that happen? Ich habe mal gerade gefragt beim letzten Mal, ich wundere mich immer so, da sah das ehrlich gesagt ähnlich aus. Ich weiß, ich saß hier und plötzlich hat doch Biden gewonnen. Jetzt will ich ihn doch nochmal fragen, why do you think? What happened? I mean, that has been essentially a forbidden question. The fact that it happened, nobody argues about that. Of course, yes, that's what happened. Trump was ahead, and then sometime in the middle of the night, all of these votes came in that were for Biden, and he won just enough states by just enough votes to win the presidency. Yeah. That is what happened, and nobody argues that. But you're not allowed to ask that question. Also er meinte, man darf diese Frage nicht stellen, warum das so war. Also er meint, ja richtig, beim letzten Mal war das so. Und ja, deswegen gibt es da auch immer nur so Vermutungen, Mutmaßungen, man darf nicht darüber nachdenken. One question more, where was the assassination of Trump? In which state? Pennsylvania. Das interesting. There have Do you been think? two attempts. One was in Pennsylvania, one was in Florida. Do you think this is the reason Pennsylvania is voting for Trump? I think it definitely plays into it. Okay, also weil das ist ja interessant gewesen. Der Trump wurde ja, wurde auf ihn geschossen, ein Attentat. Und das war in Pennsylvania. Und Palmer meint, das kann ein guter Grund sein, weil das war natürlich schon ein Riesenschock für die Amerikaner. Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat die Pennsylvania wirklich auch schockiert. These states right here, which are usually swing states, Georgia and North Carolina. You want to know another thing that I think is why these are red? Why? Is because these are places that very recently had hurricanes that did a lot of damage. Which places? In North Carolina particularly. North Carolina just got trounced maybe a month ago, like hammered hard. And Florida. Florida did, but that's not really a swing state anymore. Where were the big hurricanes? Right here in North Carolina. Okay. Er sagte, North Carolina ist deswegen rot, weil die hatten Hurricanes und da waren die sehr frustriert, dass der Präsident nicht so eingegriffen hat. So because FEMA was not acting as it should. That all belongs to the president. The president runs all of those agencies. Also der Präsident, der leitet all diese Hilfsorganisationen. Und da waren die sehr frustriert in North Carolina und deswegen sind sie wahrscheinlich rot. So I think one of the reasons that North Carolina is like pretty, like let's just look. Oh, let's see. What do we got here? 88% of the vote is in, and he's up almost 4 points. Yeah. So like North Carolina is Trump's. Like she can't overcome 4 points. Also er meinte, die Harris kann das nicht mehr übertrumpfen. Okay, das ist North Carolina, yeah. That's North Carolina. So once again, let's take another look at Pennsylvania and see where we're at now. Oh, it's even more. It's 75%, and what's he up now? It's increasing. Yeah, that's right.
That's It's right. increasing. Yeah. So Pennsylvania is almost certainly Trump. It's 75% in und Trump führt fast schon mittlerweile 3,5%. Also es wird immer mehr. Yeah, Also, so if it was swinging the other way, if it was getting closer and closer as the votes came in, then But we it would be doesn't. like, I don't know. But 75% of the votes are in, and the gap, Trump is winning more and more and more of Yeah. the votes. It's getting wider and wider. wow. Also was jetzt schon richtig spannend ist, finde ich, Folge dem, dass ihr das jetzt so mitkriegt. Und wie gesagt, ihr erst in ein paar Tagen, wir erst das wissen. Ihr, wenn ihr das Video anschaut, werdet Zeuge sein, wie das am Anfang der Nacht aussieht. Ja, also wie gesagt, letztes Mal war es ja auch ähnlich. Ja, aber wir Und können es sieht vielleicht heute sehr Abend noch out wissen, aus. ne? Ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, kann sein. Also es war letztes Mal war es unklar. Bin ich mal gespannt. So Paul, do you think we would see some real results tonight? Like, Oh yes. yeah. Yeah. If Pennsylvania wasn't, if Georgia, North Carolina, Pennsylvania weren't leaning so heavily Trump, I think maybe we would have to wait till the morning. Yeah. But Election Hub is putting Trump at 246 right now, without counting Pennsylvania. If he gets Pennsylvania, I think he's going to be. He's going to be not quite at 270. He'll be right below 270. Yeah. And Montana is not already counted, right? This is already counted. him, Okay. But Okay. Okay. So this is Okay. already counting California. Already counting. Thank you so much. Yeah. This is really friendly. Kinder sind hier So this map bereit. is already saying Oregon and California, even though the polls aren't even closed yet. But it's true. Yeah. But they're probably right. Washington is probably blue. A state to watch like Arizona is a swing state. Wow, thank you so much. This is very. So Arizona now, Trump is in the lead a little bit. Yeah, this is still really close, and they've got But 55, yeah, just over 55. half the votes in. Okay. So Arizona will be really close, but Arizona's not going to matter if Pennsylvania's Trump's. Okay. So what? Okay, if we say we have 246 now, Yeah. with 19 of Pennsylvania, that's 264, 265. So 5 are still missing. Where would be the other 5 coming from? Wisconsin, right? Wisconsin. And there's a Let me- 4-point lead, almost 4% lead. Yeah, Wisconsin. and they've got Also alles, 70% of the vote in, alles so that's probably zeigt auf Trump's. Trump. So dass how der many gewinnen wird. electoral votes does Wisconsin have? Let me see. So Corey, Wisconsin- Wisconsin has 10. your 10, so that husband would be think it. Trump Done. will win. All right. Well, Yeah, okay. but I think we're looking at it in different ways. Okay, He's looking go at ahead. it from mathematical, like, area. Yeah. I'm looking at the human condition. So Ah. that's the difference. Is I'm not looking at it where he's looking at, and I hope he's right. But I'm looking at the people I go to school with. I'm looking at the people that I talk to. But I'm not in a suburban country I town. understand. So it's more of the generation that is a college age. So like, 18 to 24. Yeah. All of them, like they want, like one lady said to me, why wouldn't you want your kids to have safe abortions? I will translate. Okay, Also Why won't you have your kid? yeah. Ich übersetze es. Also ich kann es mal übersetzen. Ja, ich hab mal Also sie gesagt, meinte, der Palmer, Trump, hier, Palmer, Riley Palmer, der Soldat hier, der wunderschöne, der sagt das halt jetzt zahlenmäßig. Und sie sagt das mehr so, was sie von ihren Freundinnen, College-Kollegen hört. Und sie ist gefragt worden von einer Kollegin oder einer Freundin, die sie kennt, warum möchtest du nicht, dass deine Kinder eine sichere Abtreibung gewährleistet bekommen? Und das ist halt, da sagt sie, das ist so der menschliche Zustand von Amerika. Okay, jetzt haben wir hier noch, thank you so much. Yeah. Yeah, I understand So that. Yeah, I mean, that's the part where you just go like, I wouldn't want my kid to have an abortion at all. Yeah. Sie möchte nicht, dass ihre Kinder eine Abtreibung. So that would be durchgehen. more projecting in the future. How would that shift? Like, is that what you're saying? Oh yeah, no. What I'm saying is
hey, husband and wife is man and woman. Yeah. Abortions, no, they should not be just an everyday thing for somebody to get. There's values and morals within that, whereas Kamala is more about like, hey, no, it's fine, do what you want to do. Mm-hmm. How can society just say like, no, wouldn't you want your kid to have a safe abortion? Like that's the thing. Wouldn't you want your kids to have? No, I wouldn't want that to be the norm because there's a value system. Yeah. Does that make sense? Yeah. Yes. Yes. And that's the younger people. I hope that Kamala doesn't win. Jetzt kannst du mal übersetzen. Okay, also es geht hier nochmal um die Frage von so sozialem Verhalten auch. Also wie gesagt, gerade jetzt die jungen Menschen hier, die 18- bis 24-Jährigen natürlich, jetzt gerade hier, wo wir sind, hier in Washington, da sagen die Eltern, natürlich wollen wir, dass unsere Kinder eine sichere, staatliche, bezahlte Abtreibung bekommen. Und sie sagt, eigentlich macht mir das Sorgen, weil welche Eltern wollen denn, dass ihre Kinder in erster Linie mal Abtreibungen bekommen? Also sprich, ihre Mädchen keine eigenen Kinder bekommen. Und das sagt natürlich viel über den Zustand der Gesellschaft aus. Und das macht ihr Sorgen. Sie sagt so, klar, wenn jetzt auch Trump gewinnt, dann Trump steht für, sag ich mal, halbwegs vernünftige Politik im sozialen oder auch im christlichen Sinne. Auch egal, wie man jetzt in Deutschland Trump sieht. Ich weiß natürlich, dass viele hier, die zuschauen, Trump sehr, sehr kritisch sehen. Aber letztendlich ist Trump jemand, der für christliche Werte im Sinne von der Politik eher einsteht als Kamala Harris. Also das kann man diskutieren, interessant, könnt ihr mal da reinschreiben in die Discussions. Aber es sieht so aus, als wenn wir jetzt in eine Richtung Republicans Sieg gehen. Aber Ihre Frage ist, wie ist das in 4 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren? Okay, ja. So we haven't talked at all about the other. So this is the House of Representatives. This is the race for the House of Representatives, the bottom half of the Congress. And so right now the Republicans are at 175 projected to win. Democrats 150. 150. Und auch hier seht ihr, wir haben jetzt mal die Zahlen hier von dem Repräsentantenhaus. Und obwohl die Zahlen, guck mal hier, 100 Demokraten, 150, Republikaner 175, trotzdem ist ja die ganze Karte rot. I always say, like, for an observer, the whole map is red. Yeah. Yeah, well, that's this crazy thing about America for us. Like, looking at it, it's just small blue pockets, but the rest is all red. So one of the things that I didn't say you were asking questions about how our nation is governed and the questions about it. And I told you about Congress, how the Senate says yes or no. Yeah. There's one more check on the Congress. The president has final veto power. So if the House passes a thing and the Senate passes a thing, it will go onto the president's desk and he has to say yes. He can say no. If he vetoes it, it goes back to the House and they have to come up with I think it's a 60% majority. And then the Senate has to approve at a 60% majority. And then can overturn it? Then they can overturn the will of the president. So the American system is built so that it's a very, very rare that one party will get all of it. That one party will win the House and win the Senate and win the presidency. So if you have even one of those, you can stop the other side from doing many things. If you only have the House, you can just not send any bills to the Senate that they would like or approve. Yeah. If you own only the Senate, you can stop everything from the House getting to the president. And if you have the presidency, he can veto anything that the Congress makes unless they have a supermajority. Kannst du das could you translate it? Ja, okay, I translate it. Okay, also hier geht es nochmal um, wie das amerikanische Gesetzessystem funktioniert. Wir haben eine Dreiteilung in Präsident, Senat und Kongress und Republikaner, also Haus. Und jeder dieser 3 Mächte sozusagen, und wir haben noch nicht mal den Supreme Court jetzt hier mit drin, kann Gesetze stoppen oder
verlangsamen oder zurückschicken. Also wenn zum Beispiel das Repräsentantenhaus ein Gesetz beschließt und der Senat stimmt zu, kann der Präsident immer noch dieses stoppen, indem er sein Veto setzt. Also jeder dieser drei Mächte hat eine große Kraft. Angenommen, das Repräsentantenhaus bringt ein Gesetz ein und der Senat stoppt es. Auch dann muss es zurückgehen, muss verändert werden. So, das heißt, die Konstitution der amerikanischen Staaten hier versucht, eine Superpower zu verhindern. Sie versucht im Grunde genommen Ausgleich zu schaffen. Then Trump's got it. If So, he's got so, votes, right? so here, while they're calling these races, Yeah. they're telling you how many electoral college votes. Ja, Oh yeah, he's got it then. He almost certainly has won. And so now the question, I think the question is less about will Donald Trump win, and it's will the Republicans win more than one piece of the government? ja. If they win the presidency, that is a very big symbolic win. Yeah, but if they lose the other two. But if they lose even one of the other two, then it's less powerful. Ja. So right Sehr now, interessant. Wait a moment, that's very important. Kannst du das gerade übersetzen oder soll ich es machen? Mach du mal. Ja. Also ich habe ja gerade über diese drei Sachen gesprochen. Also die Präsidentschaft, dann der Kongress und dann das Gericht. Und der Palmer meinte gerade, also es sieht so aus, als wenn der Trump die Präsidentschaft gewonnen hat, aber wenn er den Kongress nicht gewinnt und das Gericht nicht, dann, also das Gericht wird jetzt auch nicht gewählt, aber Nein, dann... der Senat. Senat, oh, Entschuldigung. Dann hat das nicht so viel, also hat er nicht so viel Macht. Aber wenn er den Kongress und den Senat gewinnt, dann ist eigentlich vorbei, sozusagen. Das fand ich mal ganz interessant. Habe ich hoffentlich richtig übersetzt. so this is the Senate race right now. This is Okay. the upper house of Das the ist der Congress. Senat jetzt. Ja. Mhm. And right now, the Republicans have 50 seats and the Democrats 41. The Republicans so far have overturned 2 seats. Ja. Two Democrats, I don't know which ones, 2 Democrats have lost their race, and Wow. Republicans have won. So right now, Okay. it looks like the Republicans will pick up maybe all 3. Oh, That would be so awesome. Maybe Palmer meinte sogar Ja, also it would be Senat very- und I mean, like, that's Senate so and good. Congress, right? They'll have the House of Representatives, they'll have the Senate, which is the Congress, and Yeah. they'll also have the presidency. They'll have all 3. Ja. Oh. Also dann übersetzt du das mal. Das ist ja spannend. Oh weia. Gut, dass wir hier sind, ne? Hier kriegt man so Okay. viel mehr mit. Ja. Also jetzt geht es darum, gerade, es sieht so aus, als wenn Trump hier gewinnt. Das wissen wir noch nicht, aber jetzt ist die Frage auch, welche der beiden anderen Körperschaften sozusagen gewinnen die Republikaner. Und es könnte so sein, dass sie quasi alle 3 gewinnen. Das heißt, sie würden den Senat gewinnen, Repräsentantenhaus und die Präsidentschaft. Das wäre das Szenario momentan, wie es aussieht. Also das Haus, the Senate is already overturned. Also sie haben schon 2 Sitze im Senat dazu gewonnen. Das ist wahrscheinlich, dass der Senat an die Republikaner geht. Das Repräsentantenhaus können wir noch nicht sagen momentan, wie es hier aussieht. Total spannend. Ja. So, ich werde euch jetzt mal hier aufkriegen, weil ich was trinken möchte. Ja, ich eigentlich auch. Ich kann dir was bringen. Bring mir mal was mit. Okay, okay. So, okay. Huh? So Pennsylvania, the results are now 78%, and Trump has a larger margin now. He's gone up by Hier ist ein schöner 0.1%. Ständer. So, also wir gucken weiter. Pennsylvania. Jetzt sind wir hier bei 78% Auszählung und Could you Trump bring me führt a immer big noch book? Because in, it's- I need to mit put- 3,5%. Behind you should be there's a Also das sieht aus, als wenn Trump Pennsylvania gewinnt. Ja. Wait, that looks quite interesting. Yeah. Yeah. So Trump might have, the last time this happened was in 2016. Ja. The Ja. first time that Trump won was like this.
When he won in 2016, did he win all three? Yes, he had all three, and that's why so many conservatives were very angry with Trump. Yeah, because he didn't use Because it. he didn't, the things that he said he was going to do, he said he was going to build a border wall. Yeah, He didn't do it. he He said started. he was going to stop the nationalization of health care and revoke Obamacare, Yeah. and he didn't do it. And then he also said he was going to fix the veterans' Yeah. medical services, Yeah. and he didn't do it. Didn't do any of it. You know? Do you know why? Why wasn't possible? Was he not smart enough in this moment? That's a great question. I think so. Danke. So the next election is not in 4 years; it's in 2 years. Mm-hmm. Yeah. So basically, if he wins all three, the next Richtig schönes amerikanisches Getränk, das ziehe ich mir jetzt gerade mal rein. if he wins all three, he does not have a 4-year window. He has a 2-year window. Mm-hmm. Once in 2 years, we will elect different senators and not all of them all at once. I think it's the Like, midterms. half Yeah, of them. in the midterms. Yeah, The midterms will happen in 2 years. And that's what happened to Trump. yeah. He did not do it immediately. Mm-hmm. And so, well, what did he do? He appointed 3 Supreme Court justices. Yeah. And those 3 Supreme Court justices are conservatives. And they overturned Roe v. Wade. So that's the big thing. Yeah. And by overturning Roe v. Wade, probably your German audience won't know this, but Yeah. Uh-huh. all that ending Roe versus Wade did was say that, because remember, America is a collection of states. Yeah. And so what they did was they said the rule before that had come about in the Carter administration was all over in the United States, you must allow abortion. Mm-hmm. And then they had all these different rules about what was permissible and what was not permissible. And anytime a state made a new law, let's say a really conservative state like Alabama, they said, we don't want abortion at all. They were forced to allow abortions in their state by the Supreme Court's rule in Roe versus Wade. Wait a second, I need to translate it, because this is very, very important. Wie heißt das Gesetz nochmal? Roe v. Wade, das ist Abtreibungsgesetz. Okay, also das will ich nochmal richtig gut erklären, weil der Okay, Pommer hör ich mal meinte, jemand dazu? er ist halt ein eingefleischter Republikaner. Und er meinte, die Republikaner waren so ein bisschen frustriert über Trump, weil er hatte das letzte Mal alle 3 Sachen, also alle diese 3 Machtzentren. Und er hat viele Dinge doch nicht getan, die er so versprochen hatte. Und zwar hat er die Mauer nicht gebaut. Was noch? Die hatten noch eine Sache erwartet. Die nationale Gesundheitsvorsorge, also dieses, Obamacare, abgeschafft. Hat er auch nicht ganz, also hat er nicht gemacht. Ne? Also, Und das Gesundheitssystem für Veteranen verändert. Darum genau. ging's. Okay, Gesundheitssystem, gut. Und was er gemacht hat, ist halt den Gerichtshof so zu verändern, dass er 2 republikanische Richter eingesetzt hat. Und das hat wieder bewirkt, 3 sogar. Und das hat wieder bewirkt, dass die dieses Abtreibungsgesetz vom Gerichtshof verändert haben. Und Pommer meint jetzt nochmal, das wissen die meisten Deutschen, glaube ich, nicht. Dieses Gesetz hat Folgendes gemacht. Es hat nicht Abtreibung verboten, ja, sondern es gab dieses Gesetz seit 1970. Das war so eine Riesendebatte und dann wurde ein Gesetz im obersten Gerichtshof, also wie Grundgesetz sozusagen, verabschiedet, dass jeder Staat Abtreibung nicht verbieten darf. Ja, also jeder Staat muss Abtreibung gewährleisten. Und hier in Amerika ist es eigentlich so, dass der Staat sehr, sehr viel Macht hat. Also die Regierung sollte weniger Macht haben. Und Staat ist ja sowas wie bei uns die Bundesländer, die haben ja bei uns fast keine Macht. Ja. In Amerika haben die Staaten sehr viel Macht und das wollen die auch. So, und was jetzt einfach nur durch den Trump und diesen obersten Gerichtshof gemacht worden ist, dieses Gesetz wurde abgesetzt, also gelöscht.
Und das heißt, die Staaten dürfen selber entscheiden, ob sie Abtreibung erlauben oder nicht. Genau. Okay, thank you so much. Well, so when they overturned Roe versus Wade, all that did was allowed states to make their own rules about abortion. Ja. So a place like New York, the baby could be halfway out. They'll still let you kill the baby. In fact, I think it was in New York, they said even if the baby is born and it's alive, but you intended to abort the baby, you intended to kill the baby, even though it's out and it's alive, still you can kill it. Ja. Yes. Ja. Where is it allowed? New York. That happened. I think there have been 2 or 3 cases where. So there used to be that every. Just state, a moment, and they killed the baby outside the womb. Yep. Well, it was at an abortion clinic, not in a hospital. In an abortion clinic, a lady's having an abortion, but she's 9 months pregnant. Oh. So it's a full baby. While they're trying to kill the baby inside of her, she pushes the baby out. Now the baby is alive, and they are supposed to then say, this is now a human being. Now it's out. Okay, wow. But Yeah. they've made up some laws. It's like, you don't have to. You could just leave the baby on the table and let the baby die. Okay, could you translate it? Der Tom übersetzt mal, das ist mir zu schlimm. Okay. That's in really liberal places. They're allowed to make those rules. Okay, also hier geht es jetzt nochmal um die Frage von Abtreibung und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie lange, bis wann kann man abtreiben und natürlich das ist in manchen Städten, wie jetzt New York, kann man ein Baby auch abtreiben, wenn es sogar schon geboren ist. Also das ist auch passiert, also quasi eine Frau wollte ein Kind abtreiben, es hat nicht geklappt, dann wurde dieses Baby gesund geboren, kam raus und eigentlich ist es in dem Moment ja kein Fötus mehr, sondern ein Mensch, spätestens dann. Und trotzdem hat man, glaube ich, in 2 Fällen, so sagt er hier, diese Babys einfach sterben lassen. Also das ist natürlich richtig, richtig krass. Und das ist das, was Demokraten gerne möchten. Also das muss man schon sagen. Und das ist, worum es auch in dieser Abtreibungsdebatte geht. In dieser ganz krassen Form natürlich. Die wenigsten Menschen wollen das. Ja, genau, wollte ich auch sagen. Das ist aber nur, allein, dass aber sowas erlaubt ist Ja. in einem Staat wie New York, zeigt ja, wie weit man bereit ist zu gehen und Menschen umzubringen. Oh. Ja gut, das ist allerdings wirklich so eine Debatte, da kriege ich richtig Schweißausbrüche. Okay, so eine Vollblutmutter ist das schwer zu verkraften. Aber das sind so die Debatten, da würden die Demokraten natürlich sagen, deswegen will ich mich unbedingt mit den Demokraten treffen, die so ein bisschen Moderator sind. Die sagen, Okay, warte, nein, wir müssen das sind gucken. jetzt So, Ja. das sind irgendwie Gerüchte. Michigan oder is turning red. Michigan's turning red. Genau. Jetzt wird gerade hier gesagt, ein Moment, a Michigan, lot. ein Swing Start. Michigan wird ist auch Only 45% is in. But, But okay. Michigan was like considered, hey, maybe it's not a swing state. There are many immigrants, Arab immigrants to Michigan. And Kamala Harris has been doing everything she can do to present herself as someone who's not really for Israel. Because Donald Trump is very for Israel. Yeah. There's so many Arab immigrants to Michigan that they think if you can just get them to vote for one party, Yeah. you can swing the whole state. Ja. Okay, ja. let's Okay. translate. Okay. Ja. Willst du? Okay, das ist auch wieder interessant. Also er ist jetzt völlig platt, dass Michigan gerade an den Trump gegangen ist, weil er meinte, und das weiß ich auch, Michigan ist definitiv blau eigentlich. Also jetzt nicht so, dass es nie sich auf die andere Seite gestellt hat, aber sehr wahrscheinlich. Und er meinte gerade, Michigan hat ganz viele Immigranten, und zwar arabische. Und Trump ist sehr für Israel. Die Kamala Harris
so ein bisschen, nee, ich bin nicht für Israel, darf er nicht dagegen sein, aber nicht dafür so, für beide Seiten. Und da haben die gedacht, dass Michigan auf jeden Fall an die Harris geht. Aber jetzt sieht es so aus, dass Michigan auch an Trump, oh, wow. Also wenn jetzt die Wahl nochmal an Harris geht, das ist dann schon komisch, weil das Haus ist jetzt auch mittlerweile immer mehr gehört dem Trump. Also das ist echt eine spannende Wahl. Ich bin so gespannt, ich würde so gerne in die Zukunft gucken. Und ihr könnt in die Zukunft gucken. Ich finde es echt krass. Also jetzt geht's weiter, Palmer ist aufgeregt. Okay. So the fact that Trump is now winning, now they don't even have half of the votes in yet. So take this for what it's worth. Ja. Only 45% of the votes are in Sind nur Michigan. 45% der But she's Wahlzettel winning sind it by drin. over 2 points. Ja. Aber er hat trotzdem über And 2 she should Punkte be winning gewonnen. it Ja. by about 3 points. Und Harris soll es eigentlich mit 3 Punkten gewinnen. Ihr hört das jetzt mit hier so? Ja. I think the presidential election is over. I think that there's too much. She's lost too many. She needed to pick up at least Georgia or North Carolina. She picked up neither. And then it was like, Also wir sagen, but if either one of them can get Pennsylvania, that will be. okay, die haben halt gesagt, diese Swing States, von denen wir die ganze Zeit sprechen, also North Carolina, Pennsylvania, Georgia und noch ein paar andere. Und dann hat man also gedacht, also wenn sie, die Harris müsste die gewinnen. Aber jetzt gewinnt der Trump. Also und das ist halt natürlich wirklich, sieht wirklich so aus, als wenn Trump gewinnt. Aber Hier mal ganz liebe Grüße an Russland. We have some Russian guys. Das ist richtig cool. Also genau, er grüßt euch aus der Palmer. Aus Russland ist ja richtig spannend. Wohnst du da gerade? Vielleicht kannst du es ganz kurz sagen. Wohnst du in Russland und sprichst Deutsch oder bist du jetzt in Deutschland und kommst aus Russland? Vielleicht sag das mal kurz. Ja, das ist schlimm mit dem Baby. Und wie viel Uhr ist es bei euch? Bei uns ist es, wie viel Uhr? kurz vor 9 Uhr abends. Kurz vor 9 Uhr abends. Ja. Genau. Und hier das mit den Haustieren stimmt. Genau, das ist so richtig, ihr kriegt jetzt so eine schöne amerikanische Familie mit. Das ist, also genießt es wirklich. Das ist wirklich so typisch hier. Guck mal, jetzt sind all battleground So. states are red. All. Jetzt sind alle, wir sehen gerade Now hier, they're calling NBC is calling North Carolina, which we knew a long time ago because we have the same information that they have. als But now they're Bormann saying, hat halt so interne Okay, yes, Trump Informationen. Ja. Und jetzt He's wird es halt letting them false offensichtlich, Ja. dass Ja. alles wird rot. Boah, krass. Aber mal oder? gespannt. Ja. Yeah. Ich dachte, die Harris gewinnt. Das ist krass, wirklich. Yeah, the votes are the votes. So like they're trying to spin it. I think they're Yeah. still saying Pennsylvania is too close to call. Pennsylvania right now has 80% of the votes in. Trump is up. He's at 51.4 and she's at 47.7. It's So even she's more. losing more. She's losing more. She's losing more, he's winning more. The more Ja. votes they count, the wider the margins. Okay, also Trump Ja. gewinnt immer In mehr bei Pennsylvania. Pennsylvania. So the swing states that we were interested in this election cycle was Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan. So Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, and Nevada. Those were all of the considered swing states. Okay? And it looks like he's winning in Arizona. He's winning in Wisconsin. He almost certainly will win Wisconsin totally. Michigan is still up in the air, but he's winning. Pennsylvania is not really up in the air anymore. They're still counting the votes, but he's winning by a lot in Pennsylvania. He's already won North Carolina. He's already won Georgia. So, like, she should be winning or at least leading in some of these places, and she's not leading in any of them. That's true. She's not winning any of them. So is it possible that one or two might swing for her in the end by a bunch of ballots at blah, blah, blah? That's possible. But last election, they had changed the rules sometimes as close as the very same month that the election was happening in.
like within 30 days of the election, they were changing the rules in Georgia and things like that. So I think they were able to sneak by a little bit more, Aha. what's the right word? Fake Ja? Aha. votes. Ja, Yeah. okay, okay. So Kannst du das mal übersetzen? Das war auch ganz interessant. Porma, you are better than any sports Commentator. journalist. yeah, You should listen to some of the guys on YouTube. They're good. Yeah, they're good? Okay, wow. They're good. Yeah, that is good as well. Okay, jetzt übersetzt du yeah. mal. So we definitely Also have das, the ihr kriegt Senate. hier wirklich so eine coole Kommentator. Ich glaube, so einen coolen Kommentator hatten wir noch nie. Erklär mal ganz kurz, was er jetzt gerade erzählt hat. We have the house. Yeah. Also es ging einfach nochmal jetzt drum auch über Wahlzettel, Wahlbetrug. Und hier wurden wohl immer wieder die Frage ist, kommen jetzt noch irgendwelche späten Zettel rein, also Wahlballots, und können die Wahl noch beeinflussen. Und natürlich, das ist immer ein Thema, also weil man nicht genau weiß, diese Zettel können reinkommen. Einige Staaten haben kurzfristig noch Gesetze verändert, um Wahlzettel noch nachreichen zu können. Und das ist natürlich knifflig und das wird auch jetzt noch die Frage bleiben, wie viele Stimmen sind quasi noch irgendwie irgendwo unterwegs, die noch etwas verändern können. Okay. So I think they're reporting that in the House, the Republicans have just overturned another seat. The Democrats have lost another seat. Yes. Ah, The Republicans have picked one up. So oh, right wow. now the Democrats are sitting at about 156 and the Republicans 180. And you need 218 for the majority. So it looks like the Republicans might sweep the election. All right. So, Yay. also es sieht so But, aus. Dad, you know what I'm really hoping Yeah. is in the next 4 years, Ron DeSantis or JD Vance runs. Sure. Yeah, the next election will be very interesting. Okay, I because translate that. So, they won't have any incumbents. what's your name again? JD. Yeah, Jaden, right. Jaden. JD. Ja? JD. JD. Yeah. JD. It's in my initials. JD. Ah. Joshua Denton. JD. Ja. Okay, JD meinte gerade, er würde sich wünschen, dass in den nächsten 4 Jahren, wenn jetzt die Republikaner wirklich gewinnen, dass dann der DeSantis, das ist gerade der Leiter von Florida, oder der JD Vance. JD Vance, JD, dass der JD Vance, das ist jetzt der Vizepräsident, dass die dann das Ganze übernehmen. Also gut, ihr kriegt mit hier das Flavor. Thank you. Yeah, because in the next presidential election, you will have no incumbent presidents. Ja. President Trump will have served 2 terms. He can't run again. What about Harris? Biden, But Harris, DeSantis, all of them. he's a good DeSantis choice. is a governor. Yeah, there'll be a wide primary both for the Democrats and for the Republicans. That'll be very good. Ron DeSantis and JD Vance. I'm praying on. Okay. Also Leute, Ja. Leute. Und lange wird es ja auch morgen in Gott Deutschland hier. hat das Wenn ihr ein paar jetzt Deutsche schwierig, wach, ne? ich sehe das jetzt schon Wie hier. viele The jetzt Lord gegenteilig beten. is my shepherd. Dude, Yes, we're- amen. yeah, The Lord is we're our winning shepherd. in Pennsylvania. Yeah, she's come up. Trump, ja, thanks from Germany here, Nordrhein-Westfalen. Ich frage mich ja, wo seid ihr? Nordrhein-Westfalen, richtig gut. Super, herzlich willkommen hier in Amerika, ja. Es gibt auch ein paar Deutsche, so, that's so problem. There's some Germans who are really happy that Trump is winning. So, Yeah, they so should be. so you see that? So you have some of the Germans like, yay, Yeah. it's coming. Yeah, so I mean, why? In Germany right now, it's 5 o'clock in the morning. No, it's 6 o'clock in the morning. 6 o'clock I in think the it's 6 morning, and yeah. still people are This already is when looking. I'm up. Like this is so like He's like watching the live stream to Germany. Yeah, okay, now Huh? the polls are closed. Okay, Ah. so Hawaii, West, okay. West Coast. Okay, jetzt, In 10 seconds, jetzt wird nicht mehr gewählt. So, Hawaii wird jetzt gleich die Zahlen genannt werden in 4, 3, guck mal, 2, 1, 0. Jetzt gucken wir mal, was Okay, in wow, Hawaii. Hawaii. Okay. Aber Hawaii ist Democrat probably, right?
oder? Yeah, probably. Yeah. Alaska is probably Republican. Okay, so Hawaii, da haben wir es. Hawaii ist Kamala Harris. Which they haven't counted. Let me see how many votes Hawaii. They haven't even begun counting in Hawaii. So They're just going. But they're, they- they're just going off of history to Okay. say, hey, Projected. yeah. Pennsylvania, guck mal da, selbst How da. is that too close? Too close to call. Well, they wanna, That's well, they don't want to be wrong. That's die wollen einfach nicht falsch liegen, ne? Da Wisconsin, auch Trump krass vorne, irgendwie. Das ist aber schon richtig krass. Michigan gleiche. If Michigan is too close to call, Mal Arizona wird ja auch immer mehr. Harris can't win. Ja. Wow. Das ist crazy. Nevada. Nevada. Wow, das ist so verrückt. Also Nevada ist zwar nur eine Wüste, aber immerhin. yeah. She definitely has an Nevada has not reported any of their vote counts yet. Und So, Georgia. So Nevada's a Georgia swing was state. really Democrat. Georgia was very blue Yes. the last time. yes, Also Georgia war sehr demokratisch und ist jetzt sehr rot. Okay. but they changed their minds. Ja, they changed it. Ja. Hey, Dad. What do you think the mainstream media is saying now? Oh, we can listen to Ja, it if ja. you like. Also wir werden Ja, jetzt wir können mal wirklich- die ja. Mainstream-Medien Hören hören. wir mal ein bisschen, was sie Wir wollen sagen. die Ja. Propaganda. Das Okay. ist wirklich These lustig. counties. Now this is 2024. Which mainstream media is it? About a 200 vote difference there, so we can't really put too much in that. But he's ahead. Northampton, Connecticut, this is the one that has picked the president, or at least picked the winner of Pennsylvania, going back to the Kennedy years. This is Easton. This is a fast-growing area, suburbs. It used to be the people that used to work at Bethlehem Steel. It's now changing again. Fast-growing suburbs in South Central Pennsylvania. 52% is on top. Again, a reminder here. This is a county that Biden won in 2020, and this is new right now. This is Bucks County. 56%, and still a lot of the vote is out. There's only about a 400 vote difference there. We're still waiting on 183,000 votes, so Republicans can't really draw too much out of this. But Democrats would rather these counties were all blue. Let's move a little further south, around the collar counties of Philadelphia here. Montgomery County, this is where Governor Shapiro is from, 61%. Performing slightly under Joe Biden, not too bad. Chester County, 58 to 54. That's a bigger gap there. Again, remember, Joe Biden wins Pennsylvania because he does better than Hillary Clinton in those suburbs around Philadelphia. And let's take a look at Philadelphia right now. Okay, 81 for Biden, 77 for Kamala Harris. There's still about 30% of the vote is out. But again, these aren't the trend lines that Democrats are going to want to see. Look, it could all change when that vote comes in. This is where we are right now. This is a snapshot in time. It could all change. Erie County is another swing county that It we're can't watching. all About change. 75% of the vote is in. That's a liberal She's fantasy. overperforming Biden there. That's a good sign for her, especially Also er meint, es kann nicht verändert werden. Und er meint, naja, das kann ja doch noch sich verändern. Und er meinte, nee, es kann sich nicht verändern. Ja. Oh, es ist so lustig, wirklich. Ja. How about Wisconsin? Can you do Door County? Because as you well know, fun fact alert, Door County has. Do you know fun fact alert? Also sie sind nicht so ganz begeistert, man merkt das, ne? Sind so alle ein bisschen stumm, ne? Da sitzen sie. Okay, ja, super hier, vielen Dank. Danke den Hasen für die Kommentare zur Wahl hier. Oh, they're thanking us. Wisconsin. The Germans are thanking. So Yes. thank you for your commentary. Oh, it's good. So yeah. Okay. So So Wisconsin is blue or red? Wisconsin can be red. Wisconsin is right now is being he's winning. He's looking up various counties inside of Wisconsin. Also das ist jetzt Wisconsin und er schaut sich regionale Bereiche an. In Also wie die Wisconsin, Bundesländer da nochmal irgendwie Mainz, Umgebung, Bingen, Umgebung haben, so haben die Staaten auch noch einzelne Regionen. Und da versucht er jetzt zu gucken, hier, So in Wisconsin, there was Yeah. a battle in Wisconsin as to whether or not Robert F. Kennedy should also be das on the ist schon ballot. deutlich, ihr Warum? Lieben, ihr Ah. merkt das, selbst Why? Biden hat Robert F. mehr Kennedy gewonnen, Jr. mehr Yes. Stopped Einnahmen running for als die anderen. president. Also Right. mehr, And said, I don't want to be on the ballot anymore. Yeah. And then he endorsed Donald Trump. Yeah. Okay. And I believe it is in Wisconsin,
they would not let him take his name off the ballot Uh, because yeah, you can dilute the votes. So, So- even 1% would vote for Kennedy, even half of a percent. and it would be enough. Yeah. Yes, but right now, Well, we're looking at Wisconsin. Wir schauen uns right nochmal now we're in wir Wisconsin, schauen noch mal Wisconsin im Ganzen an. Das haben wir eben hier in den. and Robert F. Kennedy Jr.'s got 0.5%. Oh ja, ja. But look how much wider Trump is winning over her. Interessant. Ja. So it looks like in Wisconsin, the people who voted for Robert F. Kennedy Jr. were probably Democrats ja. who chose to vote for him instead of her. So actually, because they did not take his name off the ballot, Der lose. that probably cost them 0.5 percentage point right there. Okay, das muss ich euch nochmal Ja, erstmal erklär das auch erklären. nochmal. Also das ist auch so eine Geschichte. Wir denken ja immer als Deutsche, dass es gibt nur 2 Kandidaten, also jetzt gerade hier die Kamala Harris und den Donald Trump. Aber es gibt natürlich auch in Amerika Independent, also unabhängige Kandidaten. Und Robert F. Kennedy, also der Enkel von Kennedy, war eigentlich auch angetreten als Independent, erst als Democrat und nachher als Independent, hat sich aber im Laufe der Wahlen dann, also im Laufe der Vorentscheidungen, entschieden, sich zu Donald Trump zuzuschlagen und wollte dann seinen Namen von der Wahlliste streichen lassen. Und Wisconsin hat das verboten. nicht. Nein. Und hat gesagt, nein, du darfst dich nicht mehr runternehmen, weil sie natürlich gehofft haben, dass vielleicht 1% der Wähler dann trotzdem RFK, also den Kennedy wählen würden und damit dann sozusagen Stimmen von Trump abziehen würden, weil er ja Trump, sag ich mal, unterstützt. Und jetzt sieht es aber so aus, dass es genau umgekehrt gewesen ist, dass quasi Kennedy, der ja eigentlich von den Demokraten kommt, von den Demokraten Stimmen abzieht. Das ist krass. Und das ne? ist, da haben sie sich verkalkuliert, ja. Ist interessant, sowas weiß man auch gar nicht irgendwie, ne? Interessant, also. Aber man muss ja sagen, das war ja wirklich so ein Riesending hier in Amerika, das weiß ich, habe ich noch mitbekommen, dass der Kennedy, glaube ich, den Trump endorsed hat. Also, Ja, sagt er, habe ich ja gerade gesagt. Genau, also er hat, obwohl er ganz lange demokratisch ist, also Kennedy, das muss man sich wirklich vorstellen, ja. Also also dieser Gucken wir an, Urenkel, Fernsehen, ja. also dass der dann jetzt für die Republikaner war, ist natürlich total verrückt. Das war ein kleines Erdbeben, muss man schon sagen. Oh wow. Okay, okay. Hallo, Grüße aus Frankfurt. But it's just because of Seattle. Ja, Because that makes up most of the population of. okay. Oh wow. So, wir werden immer näher. Also für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, Deutschland wacht ja gerade auf. Ihr guckt jetzt langsam hier die Wahlen an. Also ich sag mal so, wir sind jetzt der Meinung, dass es sieht so aus, als wenn Trump gewinnen könnte. Es sieht zumindest so aus, die Swing State, alle 7 Swing States, die meisten davon führt Trump zwischen 2 und 3 bis 3,5%, mit ungefähr 70-80% der Stimmen ausgezählt. Also das klingt schon sehr deutlich. Wir werden sagen, es ist natürlich noch möglich, dass hier Wahlbetrug oder das nicht Wahlbetrug, nein, sondern dass noch Stimmen nachträglich kommen, also Briefwahlstimmen, das haben wir in Deutschland ja auch, die noch nachts ausgezählt werden. Das war ja letztes Mal bei der Wahl das große Thema. Aber stellen wir uns mal so vor, das sind ungefähr in jedem Staat, das sind 150, 200.000 Stimmen, die Trump im Vorsprung ist. Das ist auch mit einer Wahlbeeinflussung schwer auszugleichen, solche großen Mengen an Vorsprung. Also mehrere 100.000 Stimmzettel müsste man hier verändern. Und wir wollen das doch gar nicht unterstellen, sondern einfach sagen, hier momentan sieht das so aus, dass Trump diese Wahl gewinnt. Es sieht auch sogar auch so aus, nicht nur, dass er die Wahl gewinnt, sondern dass auch die Republikaner wahrscheinlich die beiden großen Häuser gewinnen, also Repräsentantenhaus und Senat. Das könnte so sein. Wir bleiben hier dran natürlich. Insofern, wir sehen gerade die Medien hier. Ich zeige euch mal wieder mal auch das Fernsehen hier. Jetzt haben wir hier wirklich NBC News. Das sind sozusagen die ganz linken, ne? NBC. Und hier sieht man an den Gesichtern teilweise natürlich der Kommentatoren, wie Frust da entsteht.
Natürlich sind die professionell und versuchen das alles gut zu machen, aber man sieht mittlerweile Guck mal. ja, die Stimmung. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das ist aber jetzt beim Trump Headquarter. Echt? Ja, das ist Trump Headquarter. Also wir sehen hier gerade, ich weiß nicht, wann das war. Hören wir mal zu. Die sehen nicht begeistert aus, finde ich. Joe Rogan Endorse Trump. endorsed Trump. This is crazy, isn't it? Very. Oh no. Dazu muss ich auch gleich mal was sagen zum Joe Rogan. Mach mal, schau mal. All right, Gary, thank you. I want to go over to Peter Alexander, your counterpart over at Kamala Harris headquarters in Washington, D.C. So what is new there? Ja. The music blaring, but within the crowd right now, it's pretty silent. A lot of looks on the faces here over the course of this evening. Oh ja, jetzt sieht man hier Harris Headquarter. On one of the cable channels, and frankly, they weren't the returns that most of the people here in the room wanted. So you start hearing several dozen people start chanting music, music. They muted the TV and blasted some music so they could sort of lift the spirits of some of the folks here this evening. I'll tell you, based on an attendee who was at one of the Harris events taking place at a hotel not far from here. The situation there, the scene was described as that of a funeral right now. Now, that doesn't mean this thing is over, but it does give you a sense of the way people are feeling right now. I was with Kamala Harris just yesterday as she was traveling through Pennsylvania at that late night event. Actually, it was just 24 hours ago. And she was with Lady Gaga, Ricky Martin, Oprah Winfrey, and she said to the tens of thousands gathered that momentum is on our side, but clearly there was a different message being communicated now in the form of that document that was obtained by NBC News. The statement sent by the campaign chair, Jen O'Malley-Dillon, saying basically that we always knew this race was going to be tight. Increasingly, it appears that they believe the blue wall states are their best path going forward at this time. That's what it seems to be the way this night is going to go for most folks here. It's not the end of the road. Jen O'Malley-Dillon also saying we're going to keep at it tomorrow, but we wait to hear from Kamala Harris, of course, in the course of the next couple of hours. We'll let you know. Okay. Übersetzt du mal, Phoebe? Okay, okay. Übersetz mal kurz. Hugely important. I think people Could forget, you- I've been on winning camp president. Hören wir gerade mal rein, was Sie sagen hier. Hören wir mal zu, was jetzt gerade hier diese Reporter sagen. But, this is a team that has been Is that Joe Biden's old? 7 days ago where many of them signed Yes. up to work for somebody. This? Somebody's Almost all of these people here are That was the spokesperson for Joe Biden. actually worked That's for Jen, Democrats. right? Yes. That's Jen Psaki, yeah. And it's just to keep them rolling. So That that's was who- his press secretary, Biden's press Right, secretary. yeah. And she's the one doing the. Yeah. You don't, but you need to keep the campaign team There's not spirits one up Republican there? because Oh. they're continuing to talk to voters and counsel people who may have questions, and they're still a part of this big team that's been working to elect Kamala Harris. They don't have control, but the end has not happened yet, and so they need to keep them all their spirits up. That's the goal. Okay. She needs to touch up her roots, huh, Chris? Kannst du jetzt No. übersetzen mal? The hair? Yeah. Yeah, I saw that. Yeah, I saw that. As I said earlier, Okay. more and more Also, challenges, more results. Also wir sehen jetzt natürlich jetzt hier das Team von Harris. Hier wird natürlich jetzt gerade das Headquarter gezeigt und auch die ganzen Leute hier im Fernsehen. Das sind ja alles Angestellte oder also mal von demokratischen Organisationen. Viele stehen den Demokraten nahe und die Stimmung ist natürlich mittlerweile hier sehr weit unten, weil man merkt, dass man am Verlieren ist. So. Jetzt wird hier ganz schön, unser Freund Palmer sagt so, der Aufgabe der Mainstream-Medien ist jetzt, den Leuten den Fall langsam beizubringen. Also wird hier immer gesagt, oh, wir können noch gar nichts sagen, ist noch ganz offen, ganz unklar. Aber im Grunde genommen merkt man ja schon, es wird ja immer klarer hier, dass Trump gewinnt. Insofern ist die Stimmung im blauen Lager gerade frustriert.
so kann man sagen. Sag mir mal So. was über Joe Rogan. Das war Ja, das hat, gestern noch. willst du was sagen, den Joe Rogan? Also das ist, Ja, erzähl mal, wer also das das ist natürlich, das wusste ich nicht. Joe Rogan ist einer der bekanntesten YouTuber in Amerika. Also der ist wirklich sehr bekannt. Und er war Arizona, Trump is leading, 100% demokratisch. Ja. Also Nein, wirklich, ja. ich habe auch Sendungen von ihm gesehen. Er war definitiv liberal. Und er hat sich in den letzten Monaten verändert. Das hat man schon so gemerkt. Da gab es schon so we were like, Gerüchte, like we were der Joe Rogan, der findet die 1.2% Demokraten nicht mehr so only, gut. and she was Und dann leading at some point. relativ schnell hat er sich einfach, ist er übergewechselt. Und jetzt soll er wohl gestern oder vorgestern Trump, also endorse, heißt, ich unterstütze Trump. Also das heißt hier, ich stehe dafür ein und wählt den Trump. Das ist natürlich richtig krass. Okay, ich kann mal so sagen, auch dieses ganze Unterstützungs- und Endorsing, also Endorsing heißt ja empfehlen, das ist ja ein großes Thema, auch das haben wir in Deutschland ja nicht. Ja, das stimmt. Also es gibt da keine großen Empfehlungsgeber. Hier in Amerika ist das ganz entscheidend, welche Celebrities, also welche Bekanntheiten und Berühmtheiten dich jetzt empfehlen. Ne? Also es sind natürlich vorherige Präsidenten, natürlich Menschen aus der Politik, aber auch Künstler. Also Taylor Swift zum Beispiel endorsed Kamala Harris. Und so gibt es ganz verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, die jetzt, sag ich mal, die entsprechenden Kandidaten unterstützen. Und das bringt natürlich immer Bekanntheitspunkte. Ne? Also wenn eine Taylor Swift dich unterstützt, dann heißt das, dass du 1 Million mehr Votes hast, also mehr Stimmen. Und jetzt gestern Abend hat einer der bekanntesten Radio- oder YouTuber hier, der Joe Rogan, hat jetzt Donald Trump unterstützt. Und das ist sehr entscheidend. Das ist sehr entscheidend. Das macht dann einfach ein paar 100.000 Stimmen aus, die man dann bekommt. Yeah, it's good for Trump. So like, Yeah. so like right now, right now, Right Trump now. is winning by so much. We look at Wisconsin. Wisconsin has almost 80% of the vote in, and he's up quite a lot. By what's that? 4 points? So it's 100 and exactly 100,000 votes. He's up like in numbers 100,000 votes. Also Trump führt jetzt zum Beispiel jetzt in Wisconsin 100.000 Stimmen. Yeah. Yeah. So he's up by quite a lot in Wisconsin. Let's just say he wins Wisconsin. Yeah. Michigan, which she was supposed to win, he's up by almost 3 points. Yeah. And 3 they've points. got 55% of the vote in. Yeah. If he wins those two, Pennsylvania doesn't matter. Yeah. Which, by the way, he's winning Pennsylvania. So, let's take another look at Pennsylvania. Wir gucken mal nach Pennsylvania nochmal rein. 85%. Das ist ein bisschen runter. Nee, ist ein bisschen runter. Jetzt went a little down. The lead. Yeah, she's come up. She has come up. Yeah, yeah. But he's still, you know, With 85% of the vote in. he's so 2 points ahead. So Trump is leading 2.6. almost 150,000 votes ahead, right? Hier freut sich jemand. 160,000 votes ahead. Yeah. Okay, so Kamala Harris hat picked up speed. Also sie hat ein bisschen aufgeholt hier in Pennsylvania, aber wir sind 85% schon ausgezählt. Also es sieht aus, als wenn Trump hier gewinnt. Aber wir werden sehen. But if Trump wins Wisconsin and Michigan, he's the president. Yeah. All of the other states that they're counting right now don't. It's over. Can we go to Arizona again? Wir gehen mal nochmal Arizona. Okay, Arizona, da zeigt sich immer mehr, je mehr ausgezählt wird, Trump führt immer mehr. Auch hier hatten wir am Anfang nur eine Führung von 0,1%, also war Kamala Harris vorne. Jetzt haben wir 55% ausgewählt und hier ist auch Trump ein knappes Prozent vorne. Das sind aber hier in Arizona, weil es so wenig Stimmen sind, sind das nur 13.000 Stimmen. Das geht schon mal sehr schnell. But it's still only 13,000 votes. It's not so many votes, so it could be overturned. Very close. It's very close. Even if it's almost at 1%, it's just 13,000 votes. Because it's natürlich einfach, weil da nicht so viele Leute wohnen. Ne? This is why, like for the German voters, like so it's just not so many people there. Right. So that's the point. It's just That's right. pretty empty. Yeah.
Okay. That's why you can look at a map of the United States and there could be just mostly red Yeah. and only a few pockets of blue. But those blue areas are cities Ja. where they have lots and lots and lots of people, People. living in them. Ja. Yeah. Ja. Ich denke mal auch so, das ist so für uns, Interessant. merken wir immer so, ich kann mich immer so eine Geschichte erzählen, jetzt sind wir hier gerade am Warten, als wir zum ersten Mal hier wirklich gewohnt haben in Washington. Und ich weiß noch, wir sind in Spokane, das ist ja sozusagen in Washington oben, wir sind an die Küste gefahren nach Portland und wir fahren auf so einer Autobahn, so einem Highway oder Freeway und ich fahre da und habe gedacht, das kennen wir ja gar nicht. Und du siehst eine Stunde kein Auto. Also ich habe gedacht, ist irgendwie Krieg ausgebrochen, ist da irgendwie eine Explosion? Ich habe schon gedacht, also hier jetzt irgendwas ist da. Und eigentlich war nur klar, du hast ja ganz, ganz lange Strecken, wo niemand wohnt. Also du kannst hier 200 Kilometer weit fahren, ohne eine Stadt zu sehen, ohne ein Haus zu sehen, vielleicht eine Gasstation, also eine Tankstelle. Aber das ist uns oft nicht so klar. Also Amerika hat 1/10 der Bevölkerungsdichte von Deutschland. Ja. Das ist für Deutsche oft schwer vorstellbar, wie leer quasi Amerika ist im Gegensatz zu Europa. Ja, auch interessant. Jetzt will ich mal kurz hier drauf eingehen. Also erstmal ein großes Hallo. Inga, so. ihr seid der Grund, warum morgen vor der Schule und beim Frühstück schon das Handy an ist. Liebe Grüße an euch. Kannst du mal besetzen. The Germans are saying, Steffi, you're the reason super. why already Germany is watching TV in the morning. In front of the school and the the- people. She's in front of the school. Okay, Steffi, hallo. Ja. Das ist Ich liege Steffi? im Bett, ja, ich liege im Bett und die Hunde liegen auch und ruhen sich aus. Ich mag euch. Okay. Annette Roth, ich empfehle diese Wahl Gott an. Ja, genau. Wir empfehlen, So. Jesus zu wählen. Wunderbar. Amen. From the USA, hello. Bruce Stoddard. Are you speaking German? Why are you here? It's nice to meet you. From the States, where do you come from? So maybe you just put it in. Ja. Okay, ich denke, es ist jetzt ziemlich deutlich, würde ich mal so sagen. Ja. Oder? Guck mal hier. Das ist der wie heißt der nochmal? Das ist doch Prager, oder? Ja? Dennis Prager. Ja. Also das ist ganz gut, mal Dennis Prager mal hören. Das ist auch ein interessanter Wer ist das? Denker. Dennis Prager. Now, if Trump is elected, this is a new ball game in the Middle East. You know, I just think about When I promised her. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Well, now I'm taking it back to abortion, and it feels like we moved on. No. We do that. Yeah. But my question is, does the pro-life movement learn how to It's Daily Wire, right? leverage Yeah. their Yeah. political power again? Because I think when you look at so many of the rank and file, they look at something like that as distasteful because they have now spent decades looking for, I'm just trying to elect someone who agrees with me, as opposed to, I am learning how to wield sticks and carrots. And how do they get back to that? Part of the thing about Roe v. Wade is that it legitimately changed the culture. It legitimately changed. A generation grew up thinking that this was an urgent human right to kill your baby, and that this baby was not an individual person, and there's no logic to it, and it has no excuse, but it is what people believe. It is where they live, and so I think people like Ron Rose, people who've been sincere fighters, it really did change over their tactics over time to address that culture. But now they have to address it at its deepest level. And I'm sorry, that's going to take things that conservatives are bad at. It's going to take art. It's going to take, a new kind of way of talking. It's going to take sympathy with people that we don't have sympathy with, and forgiveness for people who we wish we didn't have to forgive. Today on X, there was a beautiful video of a woman talking about how the father of her baby wanted her to abort. She said, no, and I'll never sue you, just go away. And then the doctor said, this baby is going to be deformed, you should abort. She said, absolutely not, I'm not going to do it. Had the baby's now 5 years old, beautiful baby, completely undeformed. And she told her story. I mean, I was sitting there going like, oh my God, it was a beautiful, and I retweeted it, and people started posting things like,
did she have to use the F word so much? Yeah. Did she have this, that's where we got it, that's what we have to get past. So we have to get past that. Übersetzt das mal. That's a Okay, hero. She ja, grew up in wichtig ist das mal ganz Das gut ist für euch zu interessant. verstehen. Okay, geht es mal um Abortion und das, was auch vorhin hier die Dame des Hauses gesagt hat, die Corey. Für viele Amerikaner ist ja Abtreibung also zu so einem zentralen Kampfbegriff geworden, dass man darüber gar nicht reden kann. Und wie ist es dazu gekommen, fragt er, dass das Recht, ein Kind umzubringen, zu einem entscheidenden Wahlkampffaktor geworden ist? Was für eine Gesellschaft ist das, die das zu einem zentralen Anliegen gemacht hat, zu eigentlich dem Hauptanliegen? Also Bidens Administration hat ja das Hauptanliegen, das wieder zurückzubringen, auch Kamala Harris. Eins von denen. Ja, also ein Hauptanliegen, aber was sagt das für eine Gesellschaft? Und er sagt, das ist sehr traurig. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir das überwinden. Denn wenn das ein großes Thema ist, dann müssen sich auch Christen, ich sag mal, ausstrecken, diese Menschen wieder zu gewinnen. So, das ist ein Gedanke hier. Wir können sie nicht aber nur ablehnen, denn das wird diese Kluft nur verbreitern. Also Compassion, also Liebe und Erbarmen plus Wahrheit braucht es, um dieses Land auch wieder zu heilen. Ja, einen zentralen Punkt hat er aber noch gesagt, den fand ich Okay, ja noch sag mal. mit am interessantesten. Er sagte, Ja. also wie ist es dazu gekommen? Weil das stimmt ja. Ne? Das ist ja wirklich, hier gibt es ja jetzt ständig Werbung, ständig, wirklich. Also habe ich noch nie so erlebt hier in Amerika. Ne? Ständig Werbung für Abtreibung, wie Frauen erzählen, Abtreibung hat ihr Leben gerettet und so weiter, bla bla bla, ja. Und er meinte, und jetzt das finde ich interessant, er sagte, man hat geschafft, die Menschen glauben zu lassen, dass es kein Mensch ist. Also es ist ja nicht die Tötung, sondern es ist ein Abbruch, es ist ein Zellklumpen, es ist irgendwas. Und er sagte, hat nichts mit Logik zu tun, sondern man hat es geschafft, dass Menschen etwas glauben, was aber eigentlich krass ist, also eigentlich logisch unvorstellbar. Also das muss ich aber erstmal so ein bisschen gerade verdauen, weil das stimmt schon. We just talk about that the crucial point is that in the world they could made it happen that people believe that a child in a womb of a woman is not a man, not a human being. It's not a person. So it's a faith. Somebody created a faith in people. And it is very hard to bring people back from away from a faith, because it's not logical, it's a faith. It's easier to convince somebody who is logically, oh, this is healthy, and then you convince him it's not healthy because But if you say you believe, it's different. And that was a very crucial point, I think. So, und ich denke auch, also wenn du an etwas glaubst, ist das ja viel stärker, als wenn du etwas logisch erkennst, dann kannst du überzeugt werden. Aber ein Glaube hat eben nichts mit Logik zu tun. Und das finde ich, das muss ich erstmal verdauen gerade, oder? Also wie haben die das erstens geschafft? Ihr könnt das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Wie kann man so einen Glauben erschaffen? Ja, interessant. Und zweitens, wie kommt es, dass Menschen das glauben? Ja. Also das ist jetzt das ganze Thema heute, ne, mit Mystik und so, was wir heute hatten. Haben wir uns lange beim Spaziergang drüber unterhalten. It's interesting, isn't it? That it's a faith. It's not logical. Because I thought a lot of times I need to logical discuss with people. Hey, here are arguments and it's the science is clear on the side it's a human being. In every area, like biological, like philosophical, you know. But people anyway believe in it. But now this is the first time I think, oh, if you believe in somebody, if I believe in God, I don't need arguments. Right. You know what I mean? Yeah, the fact that we call it abortion is itself a way of arguing without arguing. To Yeah. win an argument without actually having an argument.
by simply saying what it is abortion. What is it? Like, what does the term actually mean in It English? means to end something prematurely. Ah, okay. Abbruch. So if a okay. guy is going to land the plane Yeah. and something comes out on the runway, blocking the runway, So someone will get on the radio and say, abort, abort. Okay. Abbrechen heißt Yeah, das. yeah, Yeah. yeah. So the fact that they even call it that is their way of trying to frame the argument Yeah. so that there is no argument. Okay, got it. Okay, also hier nochmal, ihr merkt so, dieses ganze Thema Schwangerschaft und Abbruch, Abtreibung ist ein großes Wort. Wir nennen es in Deutschland ja Abtreibung. Und das ist ja schon nochmal so ein Wort. Also hier haben wir mittlerweile, hier in Amerika heißt es ja eigentlich nur Abbruch. Also es heißt nicht mal Schwangerschaftsabbruch, sondern einfach nur Abbruch. Ich habe einen Abbruch. Und das klingt wie, er sagt hier als Beispiel, das gleiche Wort würde man benutzen, wenn man ein Flugzeug bei der Landung setzt zu lange an und dann kommt etwas dazwischen und dann bricht er die Landung ab. Ne? Und genauso bricht man eine Schwangerschaft ab. Das ist nicht wirklich jemanden umzubringen, sondern du stoppst nur etwas, weil etwas anderes dazwischen kommt. Also im Grunde nimmt man diese ganze Bedeutung, dass da ein Mensch dazwischen steht, ja komplett raus. And what they do now, I mean, they don't even call it abortion, they call it healthcare, right? Right, yeah. Reproductive health, right? Or Yeah, they'll call it that, or they'll call it it's a right, a freedom. A right, yeah. You know, But it's about privacy. Yes. Yeah. So like I could do the same thing in that argument to win the argument without arguing. Yeah. I would say, why are we talking about murder? And they say, wait. We don't talk about it. Why are you calling it murder? Yeah. I was like, well, because it's human, it's alive, and you're killing it. That's what murder is. Yeah. And so, like, should we provide people free murder services? Let's say now, Ich sag das gleich. Moment. now people can't hear it. Ja, without freaking out, ja. That's right. Ja, okay, so das nochmal, also ihr merkt immer wieder, also indem man quasi den Mensch aus dieser ganzen Diskussion rausnimmt, also das Baby, was letztendlich ja stirbt, macht man es zu einem Nicht-Argument. Das ist der Gedanke. Also wenn ich sage, es geht um Gesundheitsvorsorge oder um Abbruch, dann sagt man ja, oder gibt es gar nichts zu diskutieren darüber, denn es ist ja eine Gesundheitsmaßnahme für die Mutter. Insofern kann man darüber nicht diskutieren. Ne? So versucht man das darzustellen, indem man es als ein Menschenrecht darstellt. So wie Essen oder Trinken, so hat man auch einen Abbruch. Und damit entkriminalisiert man es natürlich, was in gewisser Weise verständlich ist, dass man das versucht. Aber es nimmt natürlich den ganzen, den Bedeutung von diesem Mörder Aspekt weg, diesem Tötungsdelikt, sagen wir mal Tötungsdelikt, ne? Und es macht es in ein technisches Argument. So. Und da wieder rauszukommen und wieder zu sehen, eine Gesellschaft erkennen kann, dass das Töten von Babys nicht gut ist. So ganz simpel. Da müssen wir wieder hinkommen und darüber wird hier diskutiert. Man merkt, das ist ein riesiges Thema. Wir reden seit einer halben Stunde mittlerweile darüber und das ist ein großes Thema auch. Bei den Wahlen. Und das ist so ein Vordenker hier, also der da jetzt, der Mann mit den weißen Haaren, der sitzt. Kannst du gleich mal sagen, wer das so genau ist, was der so macht. Aber ich habe ihn schon öfter gesehen und der sagt halt, und das hat auch der andere gesagt, man denkt immer so, ach Mensch, jetzt redet doch nicht die ganze Zeit darüber, es geht doch um viel wichtigere Dinge. Aber erstens ist es ein zentrales Thema und zweitens macht das ganz viel mit einer Gesellschaft. Das verstehe ich heute Abend auch nochmal mehr. Also es ist nicht nur, okay, wir laden hier Schuld auf uns, aber wenn ich zum Beispiel denke, dass morgen der Himmel auf meinen Kopf fällt, da kann man sagen, naja komm, lass uns nicht so viel darüber reden, aber es macht ganz viel, es beeinflusst ja 80% meines Lebens, weil ich dauernd denke, okay, ich muss das Dach irgendwie noch anders machen. Also ganz viele Handlungen, ganz viele Denkweisen, ganz viele Entscheidungen, die resultieren aus diesem Denken. Und das finde ich irgendwie, ist jetzt sehr philosophisch, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dass das zentraler ist, wie ich vielleicht sogar dachte, dieses Thema. Weil es einfach sehr viel beeinflusst. Es beeinflusst meine Sicht von Menschsein,
es beeinflusst meine Sicht auf Leben und es beeinflusst meine Sicht auf, was ist mein Recht und was ist nicht mein Recht. Okay, vielleicht, ja. Ja, okay. Aber mittlerweile haben wir, You just can... ja, so, are we just, If they you all, want. they all went to bed, yeah. What's that? They all went to bed, the rest. The kids did, yeah. Of course they will. But Yeah, last night, Okay. last night, I began to pray and to fast. Mm-hmm. And I said, Lord, I'm going to keep praying and fasting until we have a winner for the president. Okay. So right now, You're eating a very cake. hungry. I'm very excited for the cake that Inga brought. I think maybe Maybe you can take a maybe cake. in the next hour, I'm gonna be eating cake and thanking the Lord. Ja. Okay, Also ihr habt mitbekommen, der Palmer sagt gerade, er hat gefastet seit gestern und gesagt, ich esse erst, wenn ein Gewinner feststeht. Und er sagt, ich fühle mich sehr, sehr kurz davor, endlich den Kuchen zu essen. Meine Frau hat einen tollen Kuchen mitgebracht und er hat noch nichts angerührt davon. Jetzt sagt er jetzt, langsam habe ich jetzt Hunger, ich will den Kuchen essen. So where are we? So what can we say? We're still 40, like Trump is still at 248 here in this poll. So we're looking for, wir schauen nach 270. You see, Oh. you see up top here. The popular vote. This is the probability of winning. Oh. So they're saying based on what we have now and how many votes we have, how many are out. Oh. They're saying Trump has 93% probability that he's gonna win. Oh. And Harris said. Harris at 7%. Also das, So you can like eat the I said, cake. You can almost eat the cake. Pretty much. Almost, ja. Pretty So, also die sagen jetzt hier selbst das ist Daily Wire. So, also auch mal hier, das ist natürlich Daily Wire. Die sagen jetzt, die Chance, dass Trump gewinnt, jetzt ist 93%, Harris 7%. Aber das ist natürlich auch hier, Daily Wire ist ja ein konservatives Netzwerk. Und wahrscheinlich sieht das bei NBC und bei MSNBC nochmal anders aus, CNN. Aber wir haben jetzt tatsächlich, es wird immer klarer natürlich. Irgendwann wird das jetzt auch klar, irgendwann wird einer über diese 270 springen. Und wir können auch dabei bleiben. Ich denke mal, wir haben noch die Möglichkeit, das zu schaffen. Ich hoffe, mein Akku hier hält aus. Ich habe nämlich kein Kabel mitgenommen. Aber ja, wir schaffen ich das. denke, wir machen aber Schluss hier bei unserem Livestream. Wir sind schon bei 2 hours, 2 Stunden. Ja. I will thank Palmer. Thank you so much for the commentary. Yeah. So maybe do you have a message to our German friends right now? Ja, das ist gut. I think the most important thing for people who don't live in the United States about American politics and all of that sort of thing. You translate. Okay, ich übersetze mal gerade hier. Also das Wichtigste, was er uns sagen möchte als Deutschen, ist, wenn du hier nicht in Amerika lebst und wenn du amerikanische Politik nicht kennst. You have to understand that what you see on TV is propaganda. Dann musst du verstehen, dass das, was du im Fernsehen siehst, Propaganda ist. So just because people are saying that on TV, it is not necessarily what it actually is. Also nicht, weil das Menschen im Fernsehen sagen, heißt es noch lange nicht, dass das tatsächlich so stattfindet. So in America, the mainstream media is very definitely left. Und in On the Amerika, left side. das ist übrigens, that's like Germany, in Amerika wie in Deutschland sind natürlich die Mainstream-Medien links. So if you want a better idea of what's actually going on in America, it's like listening to people that aren't the mainstream news is a better source. Ja. So, die Menschen, wenn du was wissen willst, was passiert, dann brauchst du alternative Quellen von Informationen, die dir ein wesentlich besseres und klareres Bild geben über das, was wirklich passiert. So like, let me just say a few things that are true, but if you only watch TV, you probably wouldn't know these things about American politics. So, ich sage euch mal ein paar Dinge, die aus meiner Sicht wahr sind, aber die du niemals im Fernsehen hören würdest.
If you ask a person who only watches TV, what is the party of racism historically? Also wenn man Leute fragen würde, zum Beispiel, die jetzt nur Fernsehen gucken, was ist die Partei, die mehr Rassismus fördert? What do you think people would say? Historischerweise muss man Ja. sagen. Also hier geht es ja um Fakten. Also, Ja. Ja. So. What do you think people would say? Who Okay. are the racists? Yeah, the Republicans are the racists. Yeah. Okay. Yeah. That is only true if you watch TV. Yeah. Okay, the Democrats were the people who operated the Ku Klux Klan. Okay, also das ist nur, wenn man die Mainstream-Medien hört, dann denkt man, die Republikaner sind Rassisten, aber historischerweise waren das die Demokraten, weil die Demokraten haben den Ku Klux Klan zum Beispiel gefördert. Also in der Vergangenheit waren die de facto, Demokraten de facto waren rassistisch. The Democrats were the people who were pro-slavery. Die Demokraten waren die Leute, die für Sklavenhandel waren. It was the Republicans who freed the slaves. Es waren die Republikaner, die die Sklaven befreit haben. The Jim Crow South, segregation in the South, all of that was Democrats, never the Republicans. Den Jim Crow, we don't know who that is. Apartheid. Apartheid, Ah. okay. In the South of the United States, Okay. that was all Democrats. Also die Apartheid, die wir hatten, also wofür Martin Luther King dann angetreten ist, das waren Demokraten, keine Republikaner. Desegregation, where they got rid of apartheid, that was not JFK. That was done by Dwight D. Eisenhower, a Republican. Und die Abschaffung der Apartheid geschah auch nicht durch JFK, also John F. Kennedy, sondern durch Dwight Eisenhower, der ein Republikaner war. So every place in the modern world, in the modern America, where they look at something that was done in the past, where they go, ooh, that's kind of racist. So jedes Mal, wenn man jetzt so schaut, heute, wenn man im Fernsehen sieht, in der Vergangenheit, wenn Leute sagen, oh, das ist irgendwie rassistisch, That's always the people that you're looking at who are doing something that used to be acceptable but is now considered racist. Always those people were white Democrats. und die Menschen, wo man heute sagt, in der Rückschau, oh, das war rassistisch, diese Leute waren immer weiße Demokraten, also Democrats als Partei. So where they would dress up like black people and put black paint on and sing and dance like they're black people, that was all Hollywood. You'll never see a picture of a Republican at the time, a Republican who dressed up and did that sort of thing. That was always Democrats. Also er sagt, die Menschen, das gab es hier auch, da hat man sich so, sie haben sich quasi verkleidet wie farbige und schwarze Schminke angemacht und also an Hollywood auch viel und haben so getan, als wenn sie farbige wären. Das sind alles Demokraten gewesen, sagt er. Yeah, so when you're watching TV, they pretend like, oh, the Republicans are all bad, racist people, and they've always been racist. And the Democrats have always been for the minorities, the black people and the Hispanic people, and that is not true. It's just factually not true. Okay. They want to pretend that that's true, but it's not true. Aha. Also er sagt natürlich in einem Fernsehen, wenn du das jetzt so hörst, dann wird immer gesagt, oh, das waren die Republikaner, aber das ist ja nachvollziehbar, wer das letztendlich war. You can see it, I mean, the names. Like so. Also du kannst das ja nachprüfen, wer war das denn, das waren Demokraten. So, like, when people say, like, well, America's always been racist, there were certain founding fathers. Some of the early presidents were slave owners. Ja. All of those presidents who were early were Democrats. Thomas Jefferson was the founder of the Democrat Party. He was sort of the most famous who owned slaves. Okay, die frühen Demokraten, hat er gemeint, die waren Sklavenbesitzer. Also zum Beispiel Jefferson. Thomas Jefferson. Jefferson war ein Demokrat und hat Sklaven besessen. Yeah, so it's like Republicanism has never been the party of racism. It has always been the party of equality and like the Democrats are the party of
ultra wealthy people, the white college educated people who think that everyone else is racist. But then if you go 20 years in the future, those same people who are the modern, like they look back on their own fathers and say, wow, they were so racist. But they were Democrats. Also er sagt nochmal, also die Menschen, die rassistisch waren oder die das gemacht haben, das sind fast immer, oder das sind eigentlich immer Demokraten gewesen. Und im Rückblick erst merkt man natürlich, dass diese Menschen schon damals einfach rassistisch waren, aber es sind keine Republikaner, sagt er. So let me ask you a question. If this is all true, so why did the Republicans are so bad in shaping the narrative? Like what are they doing wrong? If that's so obvious. Also ich frage gerade, wenn das alles so ganz klar ist und Republikaner immer keine Rassisten sind, warum wird diese Geschichte immer so erzählt? Because all of the mainstream news belongs to the Democrats and the wealthy, powerful Democrats. So you can say, that's not true. Like if I say, Tom, you're a racist, what can you say about that? Yeah, nothing. Yes. I mean, you can say, no, I'm not, and you can point to things, but if all I do, instead of talking about history or if I just keep calling you a racist, and I do it on TV and I just reach lots and lots of people and just say, Tom is a racist, Tom is a racist, Tom is a racist, and there's no other conversation or anything. Yeah. You know, then people who don't live here will go like, wow, I really think Tom might be a racist. Because everybody's saying that. Okay. Also auch nochmal, also die Frage ist, ich habe gefragt, warum ist dann diese Geschichte so? Er sagt eigentlich, weil die Mainstream-Medien ja fast ausschließlich Demokraten gehören. Also hier haben die Republikaner nicht gut gearbeitet. Und natürlich, wenn ich das immer wiederhole mit so einer riesigen Nachfolgerschaft, dann kriege ich natürlich irgendwann diese Botschaft rüber, dass, er hat ja gesagt, Tom ist ein Rassist als Beispiel, dann habe ich diese Medienmacht und das ist, was sie hier ausspielen. So, ne? Du kriegst nur eine Meinung. Was er auch gesagt hat, das fand ich irgendwie ganz interessant, ist, dass die Demokraten halt immer eher die weißen Reichen waren, also so. Und die haben früh die ganzen Medien gekauft. Die haben das irgendwie verstanden, man muss die Medien kaufen. Und deswegen ist das so, dass die Medien, wenn sie es lange genug sagen, und sie sind halt im Besitz der Demokraten, dann, wenn sie das lange genug sagen, dann... So people are saying, he's so right. Wenn sie es lange genug sagen, dann kann man eben nichts mehr... mal ganz kurz weg. Okay. I think we need dann kann man eben, dann glaubt man es doch. Also Wiederholung ist halt die Mutter des Wissens, sagt man so schön. Und da kommt mir eigentlich schon noch eine Sache. Ich denke mal, wir haben langsam jetzt genug. Wir sind jetzt fast 3 Stunden drin, almost 3 hours in the making. So, ich denke, wir machen an dem Punkt mal hier einen Punkt. Und ihr Lieben, ihr habt jetzt viel mitbekommen. Ich denke mal, die tatsächliche Wahlergebnisse werdet ihr natürlich in den deutschen Medien mitbekommen. Und ich bedanke mich mal hier bei euch fürs Zuschauen. Und ich habe selber natürlich viel mitbekommen. Danke euch für eure Kommentare, für eure Unterstützung. Und es war hier super spannend, oder? Also jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen jetzt langsam auch in die Haie hier. Und ihr könntet den Tag starten in Deutschland. Wartet ab, irgendwann gibt es das Ergebnis. Ich bedanke mich bei euch zum Zuschauen und auch hier bei Palmer und der ganzen Familie, die uns hier in der Wohnung gehabt haben und total amerikanischen Flair gegeben haben. Ja, also ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.